das Taxi ist weg. Hier stehen wir nun vor unserem Hotel. Das Gebäude sieht von außen wirklich sehr modern aus. Ja, viel Glas und eine große helle Eingangstür. Die Sterne über dem Eingang zeigen, dass es ein 4-Sterne-Hotel ist. Ich hoffe, die Zimmer sind auch so schön wie die Fassade. Das werden wir gleich sehen. Nimmst du bitte meinen Koffer? Klar. Puh, dein Koffer ist wirklich schwerer als meiner. Ich habe eben viele Sachen für die paar Tage in Berlin eingepackt. Lass uns reingehen. Mir ist schon wieder ein bisschen kalt. Die automatische Schiebetür öffnet sich schon. Komm schnell rein. Wow, die Lobby ist riesig und sehr hoch. Und sie riecht extrem gut. Irgendwie nach Zitrone und frischem Holz. Schau mal, da drüben ist der große Empfangsschalter. Die Rezeption ist aus dunklem Holz. Sieht sehr elegant aus. Da stehen aber noch 2 andere Gäste vor uns. Das macht nichts. Wir stellen uns einfach mit den Koffern dahinter. Hast du unsere Buchungsbestätigung griffbereit? Ja, ich habe die E-Mail mit der Reservierung schon auf meinem Handy geöffnet. Sehr gut. Auf welchen Namen hast du eigentlich gebucht? Auf meinen Namen. Anna Müller. Für ein Doppelzimmer. Perfekt. Hast du auch deinen Personalausweis dabei? Den habe ich in meiner Handtasche. Den brauchen wir bestimmt gleich. Die beiden Gäste vor uns sind fertig und gehen jetzt zu den Aufzügen. Super, dann sind wir jetzt an der Reihe. Lass uns vortreten. Guten Abend. Wir möchten gerne einchecken, bitte. Guten Abend. Ich habe ein Doppelzimmer auf den Namen Müller reserviert. Die Rezeptionistin tippt etwas in ihren Computer ein. Sie bittet mich um meinen Ausweis oder Reisepass. Gib ihr einfach deinen Personalausweis. Das reicht völlig. Hier, bitteschön. Und hier ist auch die Buchungsnummer auf dem Handy. Sie sagt, sie hat die Reservierung gefunden. 3 Nächte mit Frühstück. Genau, 3 Nächte. Das Frühstücksbuffet ist im Preis inklusive, oder? Sie nickt. Das Frühstück gibt es jeden Morgen ab 6:30. 6:30 ist sehr früh. Das ist gut für Geschäftsleute. Wir werden wahrscheinlich etwas länger schlafen, oder? Ja, bis 8 auf jeden Fall. Sie druckt jetzt ein Formular aus. Das ist das Meldeformular. Du musst dort unten unterschreiben. Okay, ich lese es mir kurz durch. Die Adresse stimmt. Hast du einen Stift? Hier liegt einer auf dem Tresen. Danke. So, unterschrieben. Ich gebe ihr das Blatt zurück. Sie fragt, ob wir eine Kreditkarte für eventuelle Extras hinterlegen möchten. Ja, das ist normal. Ich gebe ihr meine Karte für die Kaution. Sie zieht die Karte kurz durch das Gerät. Alles in Ordnung. Jetzt holt sie 2 elektronische Zimmerkarten aus einer Schublade. Ah, keine echten Schlüssel mehr. Sehr modern. Sie steckt die Karten in ein kleines Mäppchen und schreibt eine Nummer darauf. Welche Zimmernummer haben wir bekommen? Zimmer 402. Das ist im 4. Stock. Bevor wir hochgehen, sollten wir noch ein paar Dinge fragen. Gute Idee. Wie lautet zum Beispiel das Passwort für das WLAN? Die Rezeptionistin sagt, das Passwort steht auf dem Kärtchen für den Zimmerschlüssel. Ah, ich sehe es. Es ist der Name des Hotels und das Jahr. Sehr einfach. Ich möchte noch wissen, ob das Hotel einen Fitnessbereich hat. Sie erklärt, dass der Fitnessraum im 1. Stock ist. Er ist immer geöffnet. Das ist super. Vielleicht gehe ich morgen früh eine halbe Stunde aufs Laufband.
Und gibt es hier auch einen Spa-Bereich mit einer Sauna? Sie sagt, die Sauna befindet sich direkt neben dem Fitnessraum. Aber sie kostet extra, oder? Nein, die Nutzung der Sauna ist für Hotelgäste kostenlos. Das ist ja fantastisch. Da gehe ich morgen Abend definitiv hin. Müssen wir für das Frühstück hier an der Rezeption einen Tisch reservieren? Sie schüttelt den Kopf. Wir können einfach zwischen 6:30 und 10 Uhr in das Restaurant gehen. Wo genau ist das Restaurant für das Frühstück? Es ist hier im Erdgeschoss, direkt hinter der Bar. Sehr gut. Eine letzte Frage noch, Frau Rezeptionistin. Ja, bis wann müssen wir am Sonntag spätestens auschecken? Checkout ist bis 12 Uhr mittags. Das ist sehr großzügig. Perfekt. Dann haben wir am Sonntag noch Zeit für ein gemütliches Frühstück. Sie wünscht uns einen schönen Aufenthalt. Vielen Dank. Danke sehr. Komm, Max, lass uns jetzt endlich zu den Aufzügen gehen. Die Aufzüge sind da drüben auf der rechten Seite, neben der großen Pflanze. Ich ziehe meinen Koffer hinter mir her. Die Räder quietschen ein bisschen. Ich drücke den Knopf. Der Aufzug fährt gerade vom 6. Stock nach unten. Hoffentlich dauert es nicht so lange. Ich bin wirklich müde. Er ist schon im 2. Stock. Das geht schnell. Da ist er. Die Türen öffnen sich. Oh, der Aufzug ist sehr klein. Ja, mit unseren 2 Koffern wird es ein bisschen eng. Geh du zuerst rein und stell deinen Koffer in die Ecke. Okay, bin drin. Komm nach. Pass auf die Türen auf. So, ich bin auch drin. Es reicht gerade so für uns beide. Du musst deine Zimmerkarte an den schwarzen Sensor dort unten halten. Ah, stimmt. Sonst können wir die Taste für den 4. Stock nicht drücken. Das ist aus Sicherheitsgründen. So kommen keine Fremden auf die Etagen. Ich halte die Karte an den Sensor. Es piept grün. Sehr gut. Ich drücke die Taste für die Nummer 4. Der Aufzug fährt los. Man spürt das fast gar nicht. Ja, er ist sehr leise und fährt sehr sanft. Der Spiegel hier an der Wand macht den kleinen Raum etwas größer. Ich sehe furchtbar aus im Spiegel. Meine Haare sind total durcheinander vom Flug. Du siehst ganz normal aus. Mach dir keine Sorgen. 2. Stock? 3. Stock? Gleich sind wir da. Es macht Bing. Wir sind im 4. Stock angekommen. Ich gehe zuerst raus und halte dir die Tür auf. Danke. Der Flur hier oben ist sehr lang und ziemlich dunkel. Das ist wahrscheinlich, damit es ruhig ist. Der Teppich ist sehr weich. Ja, man hört unsere Koffer beim Rollen kaum. Unsere Zimmernummer ist 402. In welche Richtung müssen wir gehen? Lass uns auf das Schild an der Wand schauen. Zimmer 401 bis 420 sind nach links. Okay, dann biegen wir hier links ab. Hier ist Zimmer 406, 405. Wir kommen näher. Der Flur riecht ein bisschen nach neuem Teppichboden. Ja, das Hotel wurde anscheinend vor kurzem erst renoviert. Das ist ein gutes Zeichen. Dann sind die Zimmer bestimmt auch modern. Da vorne ist unsere Tür. Zimmer 402. Endlich. Ich stelle meine Koffer ab und hole die Karte heraus. Wie funktioniert das Schloss? Muss man die Karte reinstecken? Nein, ich glaube, man hält sie einfach gegen das schwarze Feld über der Klinke. Versuch es mal. Hast du die richtige Seite der Karte? Ja, ich halte sie an den Kontakt. Es blinkt rot. Rot, das ist nicht gut. Versuch es noch einmal.
Ich halte sie wieder an die Tür. Es blinkt wieder rot und piept zweimal kurz. Lass mich mal die andere Karte ausprobieren, die uns die Frau gegeben hat. Hier, nimm die zweite Karte. Vielleicht ist die erste defekt. Ich halte sie an der Feld. Wieder rot. Die Tür geht nicht auf. Das darf doch nicht wahr sein. Wir können nicht in unser Zimmer. Drückst du die Klinke auch richtig nach unten, nachdem du die Karte dran hältst? Natürlich, aber das Schloss klickt gar nicht erst. Es ist blockiert. Vielleicht sind wir doch an der falschen Tür? Nein, schau, hier steht ganz deutlich 402. Okay, beide Karten funktionieren nicht. Was machen wir jetzt? Einer von uns muss wohl oder übel wieder runter zur Rezeption fahren. Das ist wirklich ärgerlich. Wir sind gerade erst angekommen. Soll ich runtergehen oder möchtest du? Ich bleibe hier bei unseren Koffern. Geh du am besten schnell zur Rezeption. Okay, ich erkläre der Frau, dass die Schlüsselkarten nicht funktionieren. Vielleicht hat sie vergessen, die Karten richtig zu programmieren. Das passiert oft. Ich nehme beide Karten mit und bin gleich wieder da. Beeil dich bitte. Ich bin wirklich erschöpft vom Stehen. Ich bin so schnell ich kann wieder zurück. So, Anna ist weg. Ich setze mich für einen Moment auf meinen Koffer. Ich drücke den Knopf für den Aufzug. Er ist zum Glück noch im 4. Stock. Der Flur ist wirklich sehr ruhig. Man hört kein einziges Geräusch aus den anderen Zimmern. Ich fahre nach unten ins Erdgeschoss. Ich hoffe, Anna bekommt schnell neue Karten. Die Türen öffnen sich. Ich gehe direkt zum Schalter. Wenn das Zimmer auch so problematisch ist, werde ich ungemütlich. Entschuldigung, unsere Zimmerkarten für die 402 funktionieren leider nicht. Ich strecke meine Beine etwas aus. Der Koffer ist kein guter Stuhl. Die Rezeptionistin entschuldigt sich vielmals. Sie hat die Karten falsch programmiert. Ich höre den Aufzug. Ist Anna das schon? Sie programmiert die Karten jetzt neu am Computer. Nein, jemand anderes steigt aus. Falscher Alarm. Sie gibt mir die Karten zurück. Ich bedanke mich und laufe zurück zum Aufzug. Da bist du ja wieder. Hat's geklappt? Ja, sie hatte die Karten aus Versehen für ein anderes Datum programmiert. Fehler. Hauptsache, sie funktionieren jetzt. Sie hat sich sehr oft entschuldigt. Wir probieren es jetzt direkt aus. Ich halte den Atem an. Mach schon. Halt die Karte an die Tür. Ich halte die Karte an den schwarzen Sensor. Es leuchtet grün und ich habe ein Klicken gehört. Ich drücke die Klinke nach unten. Ja, die Tür öffnet sich. Puh, endlich. Lass uns schnell reingehen. Oh, es ist sehr dunkel hier drin. Die Vorhänge sind zu. Du musst die Zimmerkarte in den kleinen Schlitz an der Wand stecken, damit wir Strom haben. Ah, verstehe. Ich stecke die Karte in den Schlitz. Und plötzlich wird es hell. Das Licht geht automatisch an. Wow, das Zimmer ist wirklich sehr groß und hell eingerichtet. Ich schiebe unsere Koffer erst einmal in diese Ecke neben den Schrank. Das Bett sieht unglaublich bequem aus. Richtig dicke Kissen. Und es gibt sogar einen kleinen Schreibtisch am Fenster. Ich ziehe mal die Vorhänge auf. Mal sehen, wie der Ausblick ist. Und? Schauen wir auf die Straße oder in einen Hinterhof? Wir schauen auf einen kleinen, ruhigen Park hinter dem Hotel. Das ist perfekt. Kein Lärm von den Autos auf der Straße. Das Zimmer gefällt mir richtig gut. Sehr sauber und modern.
Lass uns kurz schauen, was das Badezimmer so zu bieten hat. Die Tür zum Bad ist hier drüben. Ich mach sie mal auf. Oh, das Badezimmer ist wirklich schick. Alles in weißem Marmor. Und es gibt eine riesige Dusche aus Glas. Sehr luxuriös. Haben Sie uns auch Handtücher hingelegt? Ja, hier liegen mehrere dicke weiße Handtücher auf der Ablage. Super. Es gibt sogar kleine Flaschen mit Shampoo und Duschgel am Waschbecken. Das ist praktisch. Dann brauche ich mein eigenes Duschgel nicht auszupacken. Schau mal, über der Toilette hängt ein großer Spiegel mit einer speziellen Lampe. Das Bad ist wirklich ein Highlight. Ich bin sehr zufrieden mit dem Zimmer. Ich gehe wieder rüber ins Schlafzimmer. Es ist ein bisschen kühl hier drin, oder? Ja, die Klimaanlage läuft auf Hochtouren. Das ist etwas unangenehm. Kannst du das Kontrollgerät an der Wand finden, um sie auszuschalten? Es hängt hier neben dem großen Spiegel. Ich versuche, die Temperatur höher zu stellen. Drück mal auf den Knopf mit dem roten Pfeil nach oben. Ich drücke, aber es passiert nichts. Das Display zeigt Fehlercode E02. Oh nein, ist die Klimaanlage kaputt? Sie bläst wirklich eisige Luft direkt auf das Bett. Ich versuche, sie komplett auszuschalten. Ich drücke den Powerknopf. Hört sie auf zu blasen? Nein, sie pustet einfach weiter. Das Display reagiert überhaupt nicht mehr. Das können wir so nicht lassen. Wenn wir schlafen, werden wir krank. Das ist jetzt schon das zweite Problem in diesem Hotel. Das ärgert mich. Wir müssen sofort wieder an der Rezeption anrufen. Wo ist das Telefon in diesem Zimmer? Es steht hier auf dem kleinen Nachttisch neben dem Bett. Okay, welche Nummer muss ich wählen für die Rezeption? Auf dem Telefon steht Rezeption, Taste 9. Ich nehme den Hörer ab und drücke die 9. Hoffentlich können Sie das Problem von unten lösen oder jemanden schicken. Es klingelt. Die Rezeptionistin geht sofort ran. Sag ihr genau, was das Problem mit dem Display ist. Hallo, hier spricht Zimmer 402. Wir haben ein Problem mit der Klimaanlage. Erwähne den Fehlercode, den du gesehen hast. Ja, das Display zeigt den Fehlercode E02. Was sagt sie? Kann sie helfen? Sie sagt, sie kann die Anlage von unten aus dem System nicht steuern. Und jetzt? Sollen wir frieren? Ich frage sie, was können wir tun? Die Luft ist sehr kalt und bläst auf das Bett. Sie muss uns einen Techniker schicken. Sie sagt, der Haustechniker ist leider schon im Feierabend. Er kommt erst morgen früh. Das ist doch ein Witz. Wir können so heute Nacht nicht schlafen. Genau das sage ich ihr auch. Wir können unter diesen Umständen nicht hierbleiben. Wir brauchen sofort ein anderes Zimmer. Moment, sie schaut im Computer nach. Sag ihr, wir wollen ein Zimmer in der gleichen Kategorie, ohne Mängel. Sie sagt, sie hat noch ein freies Zimmer im 6. Stock. Bietet sie uns das an? Ja, sie bietet uns Zimmer 605 an. Die Klimaanlage dort funktioniert einwandfrei. Gott sei Dank. Sag ihr, dass wir das Angebot annehmen. Wir nehmen das Zimmer sehr gerne. Vielen Dank für Ihre schnelle Hilfe. Kommt sie mit den neuen Schlüsseln nach oben? Ja, sie sagt, ein Mitarbeiter kommt in 3 Minuten mit den neuen Zimmerkarten zu uns. Das ist ein guter Service. Er kann uns auch gleich mit den Koffern helfen. Ich lege auf. So ein Stress direkt nach der Ankunft.
Ein bisschen ärgerlich ist es schon, aber Sie haben sehr professionell reagiert. Das stimmt. Besser wir ziehen jetzt um, als dass Sie uns erkälten. Wir haben unsere Koffer zum Glück noch nicht ausgepackt. Ja, das spart uns viel Zeit. Ich ziehe meinen Koffer schon wieder zur Tür. Ich hole meine Zimmerkarte aus dem Schlitz. Das Licht geht sofort aus. Es klopft an der Tür. Das muss der Mitarbeiter sein. Ich öffne die Tür. Guten Abend. Er hat die neuen Karten in der Hand und bietet uns an, das Gepäck zu tragen. Das nehmen wir gerne an. Vielen Dank. Mein Koffer ist der rote hier. Sehr freundlich von ihm. Dann gehen wir jetzt in den 6. Stock. Hoffentlich haben wir von dort oben einen noch schöneren Ausblick auf den Park. Und vor allem eine Heizung, die wir selbst kontrollieren können. Das ist das Wichtigste. Ein kleines Abenteuer gleich am ersten Abend. Ich bin nur froh, wenn wir endlich unsere Ruhe haben. Im 6. Stock können wir uns endlich auf das große, weiche Bett fallen lassen. Das haben wir uns nach diesem langen Tag auch wirklich verdient. Auf jeden Fall. Der Urlaub in Berlin kann jetzt richtig beginnen. Das Wetter hier im Tiergarten ist heute wirklich wunderschön. Ja, die Sonne scheint und es sind unglaublich viele Leute unterwegs. Es ist schön, nach dem ganzen Stress im Hotel ein bisschen spazieren zu gehen. Absolut. Die frische Luft tut uns beiden sehr gut. Pass auf, da kommt ein E-Scooter sehr schnell von hinten auf uns zu. Geh schnell einen Schritt zur Seite, Max. Oh nein, die große Baumwurzel hier auf dem Weg. Max, oh mein Gott, bist du gestürzt? Ah, mein Bein. Das tut unglaublich weh. Bleib ganz ruhig liegen, beweg dich bitte nicht. Der Scooterfahrer ist einfach weitergefahren, ohne anzuhalten. Das ist unmöglich. Aber jetzt bist du erst einmal viel wichtiger. Ich bin mit vollem Gewicht auf das rechte Knie gefallen. Lass mich das mal ansehen. Deine Jeans ist dort komplett zerrissen. Es pocht extrem stark. Ich glaube, da ist etwas richtig kaputt gegangen. Oh je, das sieht gar nicht gut aus. Es blutet auch ein bisschen. Ich versuche mal, mich langsam hinzusetzen. Nein, mach das auf keinen Fall. Bleib einfach flach auf dem Rücken liegen. Mir ist ein bisschen schwindelig vor lauter Schmerz. Atme tief ein und aus. Ganz ruhig, ich bin bei dir. Das Knie fühlt sich total falsch an, wenn ich es leicht bewege. Dein Knie ist auch schon sehr stark angeschwollen. Ich kann mein Bein überhaupt nicht mehr anheben. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Wir brauchen Hilfe. Ich dachte wirklich, ich kann mich beim Fallen noch abfangen. Das ging alles viel zu schnell. Der Weg war hier sehr uneben. Der Schmerz zieht jetzt mein ganzes Bein hinauf. Versuch an etwas anderes zu denken. Atme mit mir zusammen. Tief ein. Das ist extrem schwer. Das Knie brennt wie Feuer. Soll ich dir meine Jacke zusammenrollen und unter den Kopf legen? Ja, bitte. Der Boden hier ist ziemlich hart und kalt. Hier, heb den Kopf leicht an. Ist das bequemer? Danke, das ist etwas besser für den Nacken. Ist dir kalt? Du zitterst auf einmal am ganzen Körper. Ich glaube, das ist einfach der Schock von dem harten Sturz. Das ist völlig normal. Dein Körper reagiert auf den Unfall. Wir wollten doch heute Abend eigentlich in das gute Restaurant gehen. Daran denken wir jetzt nicht. Die Gesundheit geht vor.
kannst du mir meine Wasserflasche aus dem Rucksack geben? Natürlich, hier ist sie. Trink einen kleinen Schluck. Langsam. Danke, das hilft gegen den extrem trockenen Mund. Das Blut am Knie wird zum Glück nicht mehr. Es ist nur eine Schürfwunde. Aber die Schwellung wird immer größer. Es sieht aus wie ein Ballon. Wir müssen das unbedingt sofort von einem Arzt untersuchen lassen. Vielleicht können wir einfach langsam zum nächsten Taxistand laufen. Nein, mit diesem Knie kommst du unmöglich in ein normales Auto. Du hast recht, ich kann überhaupt nicht aufstehen. Ich hole jetzt mein Handy aus der Handtasche. Wen genau willst du jetzt anrufen? Ich rufe jetzt den Notruf an, die Nummer 112. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Es ist doch nur ein Knie. Nein, Max, du kannst nicht laufen und stehst deutlich unter Schock. Ein Krankenwagen in Deutschland ist bestimmt sehr teuer. Wir haben eine gute Reisekrankenversicherung. Mach dir keine Sorgen um das Geld. Okay, dann ruf bitte an. Der Schmerz ist wirklich nicht mehr normal. Ich entsperre mein Handy. Ich habe zum Glück sehr guten Empfang hier im Park. Mach bitte den Lautsprecher an, damit ich alles hören kann. Gute Idee, das mache ich. Ich wähle die 11. Es klingelt schon. Mein Herz schlägt total schnell. Bleib ruhig, ich spreche gleich mit der Person am Telefon. Hoffentlich geht in der Notrufzentrale schnell jemand ran. Ja, die Verbindung steht. Hallo, hier spricht Anna Müller. Wir brauchen Hilfe. Sag ihm sofort, dass wir draußen im Park sind. Ja, hallo, wir haben hier einen medizinischen Notfall. Was sagt der Mann am Telefon zu dir? Er fragt, was genau passiert ist. Erkläre ihm den Sturz mit dem Scooter. Mein Freund ist gestürzt. Er kann nicht aufstehen und hat extreme Schmerzen im Knie. Fragt er, ob ich noch wach bin? Ja, er fragt nach dem Bewusstsein. Ja, der Patient ist wach und voll ansprechbar. Sehr gut. Was möchte der Disponent noch wissen? Er fragt jetzt nach unserem genauen Standort. Unser Standort? Wir sind irgendwo mitten im Tiergarten. Ich sage ihm das. Wir sind im großen Tiergarten in Berlin, auf einem Fußweg. Der Park ist riesig. Er braucht bestimmt eine genauere Adresse für das Navi. Er sagt, er braucht dringend eine Straße oder einen bekannten Punkt in der Nähe. Überleg mal, wo sind wir vor 10 Minuten vorbeigegangen? Wir sind an der großen Siegessäule vorbeigelaufen. Das ist aber viel zu weit weg. Stimmt. Warte, ich sehe da drüben am Wasser ein kleines Gebäude. Welches Gebäude ist das? Steht da ein Name auf dem Dach? Ja, auf dem Schild steht groß Café am Neuen See. Super. Sag ihm das sofort. Wir sind auf dem Hauptweg direkt in der Nähe vom Café am Neuen See. Hat er das verstanden? Ja, er tippt. Er hat den Ort im System gefunden. Gott sei Dank, das ist eine unglaublich große Erleichterung. Er sagt, der Rettungswagen wird jetzt sofort zu uns losgeschickt. Wie lange dauert das ungefähr, bis Sie hier sind? Er schätzt etwa 8 bis 10 Minuten. 10 Minuten können extrem lang sein, wenn man Schmerzen hat. Ich weiß, Max. Halte durch. Die Zeit vergeht schnell. Hat er noch weitere Fragen an uns? Ja, er bleibt in der Leitung und stellt mir noch ein paar Fragen zu deiner Verletzung. Okay, ich höre genau zu.
Er fragt, ob das Knie stark blutet oder ob es eine große offene Wunde gibt. Es blutet, aber nicht sehr stark. Es ist mehr eine große Schürfwunde. Ich sag ihm das. Nein, es blutet nur leicht, aber das Knie ist extrem geschwollen. Und das ganze Bein steht irgendwie in einem komischen Winkel. Er sagt sehr deutlich, du darfst das Bein auf gar keinen Fall bewegen. Keine Sorge, das mache ich bestimmt nicht freiwillig bei diesen Schmerzen. Er fragt, ob du noch andere Schmerzen hast, zum Beispiel am Kopf oder Rücken. Mein Kopf ist völlig in Ordnung. Ich bin ja zum Glück nur auf das Knie gefallen. Ich antworte ihm, nein, der Kopf ist nicht verletzt, nur das rechte Knie ist betroffen. Hast du ihm gesagt, dass mir furchtbar kalt ist und ich zittere? Das ist wichtig. Ja, ich sage es ihm jetzt. Er friert und zittert am ganzen Körper. Was antwortet er darauf? Er sagt, das ist eine normale Schockreaktion. Wir sollen dich unbedingt warm halten. Wir haben aber leider keine dicke Decke hier im Park dabei. Ich habe doch meine Jacke unter deinem Kopf und ich decke dich jetzt mit meinem Mantel zu. Danke, dein Mantel ist wenigstens ein bisschen warm. Der Mann am Telefon sagt, die Sanitäter sind jetzt mit Blaulicht unterwegs. Sollen wir weiter in der Leitung bleiben? Er sagt, wir können jetzt auflegen, wenn sich dein Zustand nicht plötzlich verschlechtert. Mein Zustand ist stabil, sehr schmerzhaft, aber ich falle nicht in Ohnmacht. Okay, ich lege jetzt auf. Vielen Dank für Ihre schnelle Hilfe. Auf Wiederhören. Das hast du wirklich sehr professionell gemacht, Anna. Ich war auch ein bisschen nervös, aber die Leute in der Notrufzentrale sind extrem beruhigend. Ja, das stimmt. Jetzt heißt es für uns nur noch warten. Genau. Ich bleibe ganz nah bei dir sitzen und halte deine Hand. Wie viele Minuten sind jetzt ungefähr vergangen? Erst 3 Minuten. Wir müssen geduldig sein, die Straßen sind heute voll. Der Boden wird langsam richtig feucht und die Kälte zieht in den Rücken. Versuch dich auf meine Stimme zu konzentrieren und nicht auf den Boden. Ich versuche es. Erzähl mir irgendetwas, um mich abzulenken. Okay, wir wollten doch eigentlich morgen dieses große Museum besuchen. Ja, das Technikmuseum. Darauf hatte ich mich sehr gefreut. Das holen wir einfach nächste Woche nach. Das Museum rennt nicht weg. Wenn ich dann überhaupt wieder richtig mit dem Bein laufen kann. Bestimmt. Im Krankenhaus machen sie sicher sofort ein Röntgenbild. Vielleicht ist es ja nur eine sehr starke Prellung und nichts ist gebrochen. Das hoffe ich sehr für dich. Ein paar Leute bleiben stehen und schauen uns komisch an. Das ist normal. Eine Frau hat gerade nett gefragt, ob wir Hilfe brauchen. Was genau hast du ihr gesagt? Ich habe mich bedankt und gesagt, dass der Krankenwagen schon auf dem Weg ist. Das war gut. Wir brauchen jetzt nicht noch mehr Leute, die hier um uns herumstehen. Da hast du recht. Du brauchst jetzt frische Luft und vor allem Ruhe. Ah, der Schmerz zieht jetzt wie ein Blitz bis in den Fuß hinunter. Das Knie pocht bestimmt stark. Die Zeit beim Warten vergeht wirklich sehr langsam. Ich schaue einfach auf die Bäume über uns. Die grünen Blätter beruhigen mich etwas. Das ist gut. Entspann deine Schultern ein bisschen. Du bist ganz verkrampft. Hast du dein Handy auf laut gestellt? Ja, natürlich. Falls die Sanitäter den Weg im Park nicht finden und uns anrufen. Hörst du das? Was meinst du? Die Enten auf dem Wasser? Nein, da ist ein Geräusch in der Ferne. Warte, ich bin ganz leise.
Es klingt wie eine Sirene. Ja, jetzt höre ich es auch. Tatütata, das muss unser Krankenwagen sein. Das Geräusch wird immer lauter. Sie kommen definitiv näher zu uns. Sie sind bestimmt gleich am Eingang vom Tiergarten. Ich bin so froh. Ich halte das Liegen auf dem harten Boden kaum noch aus. Ich stehe jetzt mal auf, damit Sie uns aus der Ferne besser sehen können. Ja, winke ihnen zu, sobald du das Auto auf dem Weg siehst. Ich sehe das blaue Licht. Es blinkt durch die Bäume da ganz vorne. Fahren Sie auf den richtigen Weg in unsere Richtung? Ja, Sie biegen genau auf unseren Weg ab. Das Auto ist sehr groß und gelb. Der Parkweg ist zum Glück breit genug für dieses große Fahrzeug. Ich winke jetzt mit beiden Armen hoch in der Luft, damit Sie anhalten. Haben Sie dich schon gesehen? Ja, der Fahrer hat zurückgewinkt. Die laute Sirene geht jetzt aus. Das ist gut. Die Sirene tat schon fast in den Ohren weh. Sie parken das Auto genau vor uns auf dem Schotterweg. Endlich. Die medizinische Hilfe ist da. 2 Sanitäter steigen aus, eine Frau und ein großer Mann. Sie holen direkt einen großen roten Rucksack aus dem Auto. Ich gehe ihnen ein paar Schritte entgegen, um Hallo zu sagen. Was sagen die Sanitäter? Ich kann sie von hier unten nicht gut verstehen. Sie haben freundlich guten Tag gesagt. Ich erkläre Ihnen kurz deinen harten Sturz. Sag ihnen bitte, dass ich mein Bein fast nicht mehr spüre. Habe ich. Der männliche Sanitäter kniet sich jetzt direkt neben dich. Guten Tag. Es tut mir leid, dass ich hier so auf dem Weg liege. Er lächelt und sagt, du musst dich nicht entschuldigen. Dafür sind sie ja da. Er öffnet meinen Hosenbund ein bisschen weiter, damit er das Knie besser sehen kann. Die Kollegin holt eine große Schere aus dem roten Rucksack. Oh, Sie wollen meine teure Jeans aufschneiden? Ja, Sie müssen das Knie genau ansehen. Deine Hose ist sowieso schon kaputt. Das stimmt. Die Hose ist jetzt auch völlig egal. Sie schneidet den Stoff am Knie ganz vorsichtig auf. Ah, das tut höllisch weh, wenn sie das Bein auch nur leicht berührt. Sie sagt, sie muss kurz fühlen, ob der Knochen noch stabil ist. Ich beiße die Zähne zusammen. Machen Sie bitte schnell. Du bist sehr tapfer, Max. Halte meine Hand ganz fest. Der Sanitäter misst jetzt meinen Blutdruck an meinem linken Arm. Und er steckt dir einen kleinen Clip an den Finger, um den Sauerstoff zu messen. Mein Blutdruck ist bestimmt sehr hoch vor lauter Aufregung und Schmerz. Er sagt, dein Blutdruck ist etwas hoch, aber völlig normal für diese extreme Situation. Was sagen Sie zu meinem verletzten Knie? Die Sanitäterin vermutet, dass die Kniescheibe gebrochen oder herausgesprungen ist. Das klingt absolut schrecklich. Keine Panik. Sie geben dir jetzt etwas gegen die starken Schmerzen. Was für ein Medikament bekomme ich jetzt? Der Sanitäter bereitet eine kleine Spritze vor. Oh nein, ich hasse Spritzen. Ich kann da nicht hinsehen. Schau einfach nicht hin. Schau mich an und konzentriere dich auf meine Augen. Das ist leicht gesagt. Ich bin extrem angespannt. Er sagt, das Schmerzmittel wirkt extrem schnell. Du wirst dich in 2 Minuten besser fühlen. Okay, ich mache die Augen ganz fest zu. So, das war's schon. Er hat dir das Mittel in den Arm gegeben. Das hat wirklich nur ein bisschen gepiekst. Siehst du? Alles halb so schlimm. Du atmest auch schon etwas ruhiger. Ich merke tatsächlich schon, wie mir eine angenehme Wärme in den Kopf steigt.
Das Medikament fängt an zu wirken. Dein Gesicht sieht viel entspannter aus. Der stechende Schmerz im Knie ist nicht mehr so extrem scharf. Er wird dumpfer. Sehr gut. Die Sanitäterin holt jetzt eine Art Plastikschiene aus dem Auto. Wofür genau ist diese Schiene? Sie sagt, Sie müssen dein Bein fixieren, damit es beim Transport im Auto nicht wackelt. Okay, sie legt die Schiene ganz vorsichtig um mein verletztes Knie. Das sieht sehr professionell aus. Sie pumpt jetzt Luft in die Schiene hinein. Das fühlt sich sehr fest an. Mein Knie kann sich jetzt keinen Millimeter mehr bewegen. Das ist genau der Sinn der Sache. Das schützt den kaputten Knochen vor weiteren Schäden. Ich fühle mich jetzt viel sicherer, wenn das Bein fest eingepackt ist. Der Kollege holt jetzt die Liege, die Trage, aus dem Rettungswagen. Die Trage hat kleine Rollen unten dran, oder? Ja, sie schieben sie direkt neben dich auf den Rasen. Wie komme ich jetzt vom Boden auf diese hohe Liege? Die beiden Sanitäter werden dich gemeinsam ganz vorsichtig hochheben. Ich bin aber ziemlich schwer für die beiden. Sie haben eine spezielle Technik dafür gelernt. Sie zählen gleich bis 3. Okay, ich bin bereit für den Transport. 1, 2, 3. Sie heben dich hoch. Ah, ein winziger Stich im Knie, aber es geht erstaunlich gut. So, du liegst jetzt sicher und weich auf der Trage. Das ist so viel bequemer als der harte, kalte Boden im Park. Sie decken dich jetzt mit einer dicken, warmen roten Decke komplett zu. Das tut sehr gut. Mir ist nämlich immer noch ziemlich kalt vom Schock. Sie schieben die Trage jetzt vorsichtig in den Rettungswagen hinein. Fährst du mit mir im Krankenwagen mit, Anna? Ja, die Sanitäter haben gesagt, ich darf mich vorne auf den Beifahrersitz setzen. Das ist eine große Beruhigung für mich. Lass mich bitte nicht allein. Niemals. Ich bin die ganze Zeit bei dir und begleite dich. Die Türen hinten werden geschlossen. Es ist sehr hell hier drin. Ich steige jetzt vorne in die Fahrerkabine ein und schnalle mich an. Fahren wir jetzt mit Blaulicht in das Krankenhaus? Der Fahrer sagt, wir fahren in das nächste Krankenhaus, in die Charité. Das ist eine sehr gute und bekannte Klinik. Dort bin ich in den besten Händen. Ja, wir fahren los. Die Sirene ist wieder an. Danke, dass du heute so schnell und absolut richtig reagiert hast, Anna. Das war doch völlig selbstverständlich, Max. Bald hast du es geschafft. Mein Knie tut heute zum Glück nicht mehr so stark weh. Das ist sehr gut. Der Arzt im Krankenhaus hat ja gesagt, das ist nur eine Prellung. Ja, diese feste Bandage hilft sehr, aber weite Strecken kann ich noch nicht laufen. Deshalb nehmen wir heute für unseren Ausflug die U-Bahn. Das ist eine gute Idee. Ich bin noch nie in Berlin mit der U-Bahn gefahren. Es ist ganz einfach. Schau, da vorne ist schon das große blaue Schild mit dem U. Das ist die Station Alexanderplatz. Sehe ich das richtig? Genau. Wir müssen jetzt die Treppe hinuntergehen. Kannst du das? Ja, wenn ich mich gut am Geländer festhalte, geht das problemlos. Lass uns sehr langsam gehen. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Es riecht hier unten typisch nach U-Bahn, etwas nach Metall und Bremsen. Ich mag diesen Geruch eigentlich. Das ist der echte Duft der Großstadt. Da vorne stehen 3 gelbe Automaten für die Fahrkarten. Richtig. Wir brauchen zuerst ein Ticket, bevor wir zum Bahnsteig hinuntergehen.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, welches Ticket wir hier brauchen. Das System ist am Anfang ein bisschen kompliziert, aber ich helfe dir dabei. Wir brauchen bestimmt Tickets für 2 Personen für den ganzen Tag. Lass uns zu dem freien Automaten da drüben an der Wand gehen. Der Bildschirm leuchtet schon. Kannst du die Sprache auf Englisch stellen? Nein, wir üben Deutsch. Du schaffst das auch auf Deutsch. Na gut, dann drücke ich jetzt mal mit dem Finger auf den Startbildschirm. Sehr gut. Jetzt musst du die richtige Tarifzone auswählen. Was genau bedeutet Tarifzone A, B oder C? Das erkläre ich dir jetzt. Schau mal auf diese große bunte Karte daneben. Berlin ist also in 3 Zonen eingeteilt, ist das richtig? Ja, A ist das Zentrum, B ist die Stadt und C ist das Umland. Unser Ziel, das Technikmuseum, ist ganz sicher im Zentrum, oder? Richtig, es liegt in der Zone A. Also brauchen wir ein Ticket für die Zonen A und B. Okay, ich drücke auf dem Touchscreen auf Einzelfahrausweis Berlin A. Warte kurz, ein Einzelfahrausweis gilt nur für eine Richtung. Aber wir wollen doch heute Abend auch wieder zurück ins Hotel fahren. Genau, deshalb ist eine Tageskarte für uns beide viel besser und auch billiger. Ah, das ist schlau. Wo finde ich die Tageskarte auf dem Bildschirm? Drück einfach auf den Button Tageskarten und dann auf Tageskarte Berlin A. B. Gefunden. Ich habe zweimal darauf gedrückt. 2 Tickets liegen jetzt im Warenkorb. Super gemacht. Jetzt siehst du den Preis unten rechts auf dem Display. 9,90 € pro Person. Das macht fast 20 €. Das ist völlig okay. Damit können wir heute alle Bahnen und Busse nutzen. Wie möchtest du bezahlen? Mit Bargeld oder mit der Karte? Ich habe nicht genug Münzen dabei. Zahlst du bitte mit deiner Kreditkarte? Mache ich. Ich halte die Karte einfach hier an dieses kleine schwarze Gerät. Es piept leise. Die Zahlung wird vom System verarbeitet. Jetzt macht der Automat laute Geräusche. Er druckt unsere Tickets aus. Ja, die Tickets fallen gleich in das kleine silberne Fach unten. Ich hole sie heraus. Hier ist dein Ticket, Anna. Danke dir. Stecke es aber noch nicht direkt in deine Jackentasche. Warum nicht? Wir haben doch bezahlt und alles ist erledigt. Wir müssen die Tickets noch stempeln, sonst sind sie nicht gültig. Was meinst du mit Stempeln? Das Ticket ist doch brandneu. In Berlin haben die Tickets kein Datum, wenn sie aus dem Automaten kommen. Oh, das wusste ich nicht. Wo bekommt man denn das aktuelle Datum her? Schau mal auf diesen kleinen roten Kasten direkt neben dem Automaten. Da steht "Bitte hier entwerten" auf dem Kasten drauf. Genau, das ist der Entwerter. Du musst das Ticket in den Schlitz stecken. In welche Richtung? Ist das egal, wie herum ich es halte? Nein, der kleine aufgedruckte Pfeil auf dem Ticket muss nach vorne zeigen. Okay, ich stecke mein Ticket jetzt vorsichtig in den Schlitz hinein. Es hat laut Klick gemacht. Zieh es wieder heraus. Ah, jetzt ist ein Datum und eine Uhrzeit auf das Papier gestempelt. Perfekt. Jetzt ist deine Tageskarte offiziell für heute gültig. Hier, nimm mein Ticket und mach du das mit deinem Schein auch so. Mache ich. So, reinstecken, Klick und fertig gestempelt. Was passiert eigentlich, wenn man vergisst, sein Ticket zu stempeln? Dann kostet das 60 € Strafe, wenn man kontrolliert wird.
60 €? Das ist ja richtig teuer. Das nennt man in Deutschland Schwarzfahren. Das wollen wir natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Jetzt haben wir gültige Tickets. Wo müssen wir hin? Wir müssen zur U-Bahn-Linie U2. Die fährt in Richtung Ruhleben. Das große Schild an der Decke zeigt nach links. Da ist eine Rolltreppe. Lass uns die Rolltreppe nehmen. Das ist viel besser für dein verletztes Knie. Das ist sehr rücksichtsvoll von dir. Komm, wir stellen uns auf die rechte Seite. Genau. In Berlin gilt die wichtige Regel: rechts stehen, links gehen. So, wir sind unten auf dem Bahnsteig. Es ist ziemlich laut hier. Ja, auf der anderen Seite fährt gerade ein anderer Zug ein. Der Windzug ist richtig stark, wenn die große Bahn ankommt. Wir müssen hier auf dieser Seite warten, bei Gleis 2. Es gibt hier auch einen großen digitalen Anzeiger über unseren Köpfen. Was steht darauf geschrieben? Wann kommt unser nächster Zug? Da steht U2 Ruhleben und dahinter eine 3. Das bedeutet, der Zug kommt in genau 3 Minuten. Das ist ein sehr guter Takt. Wir müssen wirklich nicht lange warten. Die U-Bahnen und Zentrum fahren fast alle 5 Minuten. Das ist praktisch. Sollen wir uns so lange auf diese Bank dort hinten setzen? Ja, setz dich sofort hin. Du musst dein Knie schonen. Die Bank aus Holz ist ein bisschen hart, aber es tut sehr gut zu sitzen. Die Station ist hier komplett mit grünen Fliesen dekoriert. Das sieht ein bisschen aus wie in einem alten Badezimmer. Ja, aber viele U-Bahnhöfe hier stehen unter Denkmalschutz. Oh, ich höre ein lautes Grollen aus dem dunklen Tunnel. Der Zug kommt. Steh ganz langsam und vorsichtig auf. Ich sehe schon die Lichter der Bahn. Sie ist knallgelb. Ja, die Berliner U-Bahnen sind immer gelb angestrichen. Der Zug bremst sehr laut. Wir müssen ein großes Stück zurücktreten. Stell dich sicher hinter die dicke weiße Sicherheitslinie auf dem Boden. Die Türen sind direkt vor uns stehen geblieben. Wir müssen warten, bis die Leute ausgestiegen sind. Dann steigen wir ein. Die Leute sind alle draußen. Jetzt können wir einsteigen. Pass auf die Lücke zwischen dem Zug und dem Bahnsteig auf, Max. Alles gut. Ich habe den Schritt sicher gemacht. Die Türen schließen sich gleich automatisch. Wir müssen schnell rein. Wir sind drin. Es ist ganz schön voll hier in diesem Waggon. Ja, um diese Uhrzeit sind viele Touristen und auch Berliner unterwegs. Ich sehe leider keinen einzigen freien Sitzplatz mehr für uns. Das ist sehr schlecht für dein Knie. Sollen wir uns festhalten? Ich halte mich einfach an dieser dicken gelben Stange hier in der Mitte fest. Oh, ein junger Mann steht gerade auf. Er zeigt auf seinen Platz. Er bietet mir seinen Sitzplatz an? Das ist ja unglaublich nett. Ja, er hat wahrscheinlich deine dicke Bandage gesehen. Sag danke. Vielen Dank. Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Setz dich schnell hin, bevor der Zug richtig anfährt. Puh, das ist eine Erleichterung. Sitzplätze in der U-Bahn sind wertvoll. Ich bleibe einfach hier direkt neben dir stehen und halte mich fest. Der Zug fährt los. Die Beschleunigung ist ziemlich stark. Ja, man muss aufpassen, dass man nicht umfällt, wenn man steht. Direkt über der Tür hängt ein großer Plan mit allen Stationen. Das ist der Netzplan. Da können wir sehen, wo wir genau sind. Wir sind am Alexanderplatz eingestiegen. Wie viele Stationen sind es? Lass mich schauen. Klosterstraße, Märkisches Museum, Spittelmarkt. Das sind ja ganz schön viele komplizierte Namen.
Wir müssen am Gleisdreieck aussteigen. Das sind insgesamt 8 Stationen. Die Bahn fährt teilweise oberirdisch und teilweise im Tunnel, oder? Genau. Diese Linie fährt ein großes Stück als Hochbahn über den Straßen. Oh, wir harren gerade aus dem dunklen Tunnel heraus ans Tageslicht. Schau aus dem Fenster. Wir fahren jetzt direkt über das Wasser. Das ist bestimmt der Fluss Spree. Die Aussicht ist fantastisch. Ja, so bekommt man eine kleine kostenlose Stadtrundfahrt. Aus den Lautsprechern kommt jetzt eine automatische Ansage. Sie sagt immer die nächste Station und die Umsteigemöglichkeiten an. Nächste Station, Stadtmitte. Übergang zur Linie U6. Alles richtig verstanden. Du lernst das System wirklich schnell, Max. Die Türen öffnen sich diesmal auf der rechten Seite. Viele Leute steigen hier aus, um zum Checkpoint Charlie zu gehen. Jetzt gibt es auch für dich einen freien Platz direkt neben mir. Das ist toll. Ich setze mich. Meine Füße sind nämlich auch etwas müde. Es ist sehr warm in diesem alten Zug. Es gibt wohl keine Klimaanlage. Im Sommer kann es hier sehr heiß werden. Aber heute ist es okay. Jemand spielt laut Musik im vorderen Teil des Waggons. Das ist ein Straßenmusiker. Das passiert in der U-Bahn sehr oft. Er spielt Gitarre. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Viele Fahrgäste geben ihm beim Aussteigen ein bisschen Kleingeld. Die Bahn fährt jetzt wieder in einen dunklen Tunnel hinein. Wir sind bald da. Wir nähern uns jetzt dem Potsdamer Platz. Ist das schon unsere Station zum Aussteigen? Nein, wir müssen genau eine Station nach dem Potsdamer Platz raus. Die Türen schließen sich wieder. Weiter geht die schnelle Fahrt. Schau mal da vorne, die beiden Männer in den normalen Freizeitjacken. Was machen die da? Sie zeigen den Leuten kleine Ausweise. Das sind Fahrkartenkontrolleure. Sie überprüfen jetzt die Tickets der Gäste. Oh, sie arbeiten nicht in einer Uniform? Das ist ja überraschend. Nein, in Berlin sind sie sehr oft in ziviler Kleidung unterwegs. Einer der Männer kommt jetzt direkt auf uns zu. Hol schon mal dein gestempeltes Ticket aus der Tasche, Max. Ich habe es hier sicher in meiner rechten Jackentasche. Da ist er schon. Guten Tag, die Fahrscheine bitte. Guten Tag, hier ist mein Ticket für heute. Und hier ist meine Tageskarte. Er schaut sich den kleinen Stempel mit dem Datum ganz genau an. Er prüft auch, ob das Ticket für die richtige Zone AB gültig ist. Er nickt und gibt uns die Tickets zurück. Danke, gute Weiterfahrt. Vielen Dank. Siehst du, Max, es war sehr wichtig, das Ticket zu stempeln. Du hattest absolut recht. Die Frau da hinten muss anscheinend eine Strafe zahlen. Ja, sie diskutiert laut mit dem Kontrolleur. Sie hat kein gültiges Ticket. Das ist sehr unangenehm für sie. Alle Leute im Waggon schauen zu ihr hin. Deshalb sollte man immer ehrlich sein und brav am Automaten bezahlen. Jetzt kann ich mich wieder entspannen. Die Kontrolle ist zum Glück vorbei. Stecke das Ticket aber wieder ganz sicher in deine tiefe Tasche. Erledigt. Wir haben ein Ticket, wir haben gestempelt, alles ist gut. Genau. So reist man völlig entspannt durch die Hauptstadt. Die laute Ansage kam gerade. Nächste Station, Gleisdreieck. Das ist unsere Station. Wir müssen jetzt langsam aufstehen. Ich halte mich gut an der Haltestange fest, während der Zug noch fährt.
Geht es mit dem verletzten Knie beim Stehen? Ja, es ist völlig in Ordnung. Der Sitzplatz vorhin hat wirklich sehr geholfen. Wir gehen am besten schon mal in Richtung der Türen. Sollen wir uns auf der linken oder der rechten Seite an die Tür stellen? Die Ansage sagte Ausstieg links, also stellen wir uns auf diese Seite. Gut, ich stehe vor der Tür. Muss ich zum Öffnen einen Knopf drücken? Ja, wenn der Zug anhält, leuchtet der grüne Knopf. Dann musst du drücken. Bei einigen modernen Zügen öffnen sich die Türen doch automatisch, oder? Das kommt auf das Modell an. Hier bei diesem alten Zug musst du drücken. Wir fahren in den Bahnhof ein. Der Zug bremst jetzt wieder stark. Halt dich gut fest. Es ruckelt immer ein kleines bisschen am Ende. Der Zug steht. Der Knopf leuchtet hellgrün. Ich drücke ihn jetzt. Die Türen gehen zischend auf. Lass uns vorsichtig aussteigen. Wir sind wieder an der frischen Luft. Dieser Bahnhof ist komplett oberirdisch. Ja, Gleisdreieck ist eine sehr schöne und bekannte Hochbahnstation. Wo müssen wir jetzt langgehen, um das große Museum zu finden? Wir müssen den Ausgang suchen. Da hängen gelbe Schilder an der Decke. Da steht Ausgang und ein kleiner schwarzer Pfeil zeigt nach unten. Dann müssen wir wohl die Treppe nehmen. Oder sollen wir den Aufzug suchen? Ein Aufzug wäre super. Treppensteigen ist noch etwas schwierig für mich. Ich sehe das Rollstuhlsymbol dort drüben. Da ist ein gläserner Fahrstuhl. Der Fahrstuhl ist ziemlich groß und sieht sehr modern aus. Wir drücken die Taste für das Erdgeschoss. Wir fahren hinunter auf das Straßenniveau. Das geht sehr schnell. Die Türen öffnen sich. Wir sind jetzt in der Eingangshalle des Bahnhofs. Hier unten gibt es viele kleine Bäckereien und Zeitungskioske. Möchtest du dir noch schnell einen heißen Kaffee für den Weg kaufen? Nein, danke. Ich möchte jetzt am liebsten direkt zum Museum gehen. In Ordnung. Dann müssen wir hier durch diese großen Glastüren gehen. Draußen ist es heute etwas bewölkt, aber es regnet zum Glück nicht. Wir müssen nach rechts abbiegen und die Straße hinunterlaufen. Gibt es hier Straßenschilder, die den Weg zum Technikmuseum zeigen? Ja, dort oben an der Laterne hängt ein braunes Schild für Touristen. Ich sehe es. Deutsches Technikmuseum steht dort in weißen Buchstaben. Es ist nur ein sehr kurzer Fußweg, etwa 5 Minuten von hier entfernt. 5 Minuten schaffe ich problemlos. Ich kann auch schon etwas schneller gehen. Anstrenge dich nicht. Wenn das Knie wehtut, machen wir eine Pause. Keine Sorge, die Vorfreude auf das Museum ist viel größer als der Schmerz. Da drüben sieht man schon ein riesiges Flugzeug auf dem Dach. Wow, ist das wirklich ein echtes Flugzeug dort oben auf dem Gebäude? Ja, das ist das Markenzeichen des Museums, ein historischer Rosinenbomber. Das sieht unglaublich spektakulär aus. So etwas habe ich noch nie gesehen. Warte ab, bis wir erst drin sind. Das Museum ist einfach gigantisch. Wir müssen nur noch diese große mehrspurige Straße überqueren. Die Fußgängerampel ist rot. Wir müssen kurz warten, bis es grün wird. Die Ampel ist grün. Wir können sicher rübergehen. Schau mal, wie viele Kinder und Familien heute hierher kommen. Das ist wohl ein extrem beliebtes Ziel für einen Wochenendausflug. Ja, besonders weil man dort drinnen so viele Dinge anfassen und ausprobieren kann. Wir stehen jetzt direkt vor dem Haupteingang. Das Gebäude ist sehr beeindruckend. Sollen wir direkt reingehen und uns an die Kasse stellen? Ja, aber warte kurz. Ich muss noch einmal ganz tief durchatmen.
Hast du doch wieder Schmerzen im verletzten Bein bekommen? Nein, ich bin einfach nur sehr glücklich, dass wir endlich hier sind. Nach dem ganzen Stress gestern im Park hast du dir das auch verdient. Und die Fahrt mit der U-Bahn war eigentlich auch ein echtes Erlebnis für mich. Du hast alles super gemacht. Tickets gekauft, gestempelt und die Kontrolle überstanden. Ich fühle mich schon fast wie ein echter Berliner. Dann lass uns jetzt als echte Berliner die Geschichte der Technik erkunden. Hast du auch deine Kamera dabei, Anna? Natürlich, ich werde viele tolle Fotos von den alten Zügen machen. Die großen Glastüren öffnen sich automatisch. Die Eingangshalle ist sehr hell. Da drüben ist die Garderobe. Sollen wir unsere dicken Jacken abgeben? Ja, drinnen ist es warm. Das ist viel bequemer zum Laufen mit dem Knie. Ich sehe auch schon den Ticketschalter. Es ist zum Glück nicht viel los. Super. Dieses Mal bezahle ich aber die Eintrittskarten für uns beide. Das nehme ich sehr gerne an. Vielen Dank für die Einladung, Max. Komm, wir gehen zum Schalter. Ein neuer spannender Tag beginnt. Ich freue mich sehr darauf. Lass uns endlich reingehen. Guten Morgen, ich bin Max Weber. Ich habe heute meinen ersten Arbeitstag. Guten Morgen, Max. Herzlich willkommen im Team. Ich bin Anna. Freut mich sehr, Anna. Der Chef hat mir gesagt, du zeigst mir heute alles. Genau. Ich bin deine Mentorin für die ersten paar Wochen. Das ist super. Ich bin nämlich noch ein bisschen nervös. Das ist völlig normal am ersten Tag. Wir sind alle sehr entspannt hier. Das beruhigt mich. Das Bürogebäude ist wirklich sehr groß und modern. Ja, wir haben hier auf dieser Etage viel Platz. Hast du gut hergefunden? Ja, die U-Bahn hält ja direkt vor der Tür. Das ist sehr praktisch. Perfekt. Hast du deine Jacke schon an der Garderobe aufgehängt? Noch nicht. Wo genau ist die Garderobe für die Mitarbeiter? Direkt hier links um die Ecke. Komm, ich zeige es dir. Danke. Hier hängen ja schon ziemlich viele Jacken und Mäntel. Unser Team ist in den letzten Monaten stark gewachsen. Wie viele Leute arbeiten denn aktuell hier im Büro? Wir sind jetzt ungefähr 30 Personen auf dieser Etage. Das ist eine gute Größe. Nicht zu klein und nicht zu groß. Finde ich auch. So, hast du deine Tasche? Dann können wir starten. Ja, meine Tasche habe ich über der Schulter. Ich bin bereit. Sehr gut. Wir machen zuerst einen kleinen Rundgang durch das Büro. Ich folge dir einfach. Wo gehen wir als erstes hin? Wir gehen den langen Flur hinunter. Dort sind die Meetingräume. Alles klar, gehen wir einfach los. Pass auf, hier auf dem Boden liegt ein Kabel. Nicht stolpern. Puh, danke für die Warnung. Das Kabel habe ich fast nicht gesehen. Das gehört zum Drucker da drüben. Der wird gerade repariert. Ah, verstehe. Sind das hier auf der rechten Seite die Konferenzräume? Ja, genau. Wir haben 3 Räume in verschiedenen Größen. Die Wände sind komplett aus Glas. Das sieht sehr transparent aus. Ja, wir mögen das offene Design. Aber man kann auch Vorhänge zuziehen. Das ist sehr gut für wichtige Präsentationen mit Kunden. Richtig. Der große Raum hier vorne heißt übrigens Berlin. Haben alle Räume Namen von großen Städten? Ja, der nächste heißt London und der ganz kleine heißt Paris. Das ist eine witzige Idee. Wie kann man einen Raum reservieren? Das zeige ich dir später am Computer, in unserem Kalender. Okay, das klingt einfach.
Wo gehen wir jetzt hin? Jetzt zeige ich dir den wichtigsten Ort im ganzen Büro. Den wichtigsten Ort? Lass mich raten, das Büro vom Chef? Nein, noch viel wichtiger, die Küche und die Kaffeemaschine. Oh, da hast du absolut recht. Ohne Kaffee funktioniert morgens nichts. Die Küche ist hier direkt am Ende des Flurs auf der linken Seite. Wow, die ist ja riesig. Das sieht fast aus wie ein kleines Café. Wir sitzen hier auch oft zusammen, nicht nur zum Essen. Gibt es hier auch frisches Obst für die Mitarbeit? Ja, der große Korb auf dem Tisch wird jeden Montag frisch geliefert. Das ist ein toller Service. Ich sehe auch einen sehr großen Kühlschrank. Dort kannst du dein Mittagessen reinstellen. Komm, wir schauen ihn uns an. Da kleben ja sehr viele bunte Zettel am Kühlschrank. Ja, bitte schreib immer deinen Namen auf deine Sachen. Das mache ich, sonst isst jemand anderes mein Sandwich. Genau das ist hier schon ein paar Mal passiert. Gut zu wissen. Und wie funktioniert diese riesige Kaffeemaschine? Das ist ein Vollautomat. Du musst nur deine Tasse hier unterstellen. Haben wir eigene Tassen oder gibt es welche vom Büro? Du kannst dir eine saubere Tasse aus dem Schrank da oben nehmen. Okay, ich nehme diese weiße Tasse mit dem Firmenlogo. Perfekt. Jetzt drückst du einfach auf das Bild für Cappuccino oder Espresso. Ich drücke auf normalen schwarzen Kaffee. Das brauche ich jetzt. Die Maschine mahlt die Bohnen ganz frisch. Das riecht herrlich. Ja, der Duft ist fantastisch. Kostet der Kaffee eigentlich etwas? Nein, alle heißen Getränke und das Wasser sind für uns völlig kostenlos. Das ist wirklich großartig. Mein Kaffee ist schon fertig. Ich nehme mir nur schnell ein Glas stilles Wasser aus dem Spender. Steht da drüben eigentlich auch eine Spülmaschine? Ja, direkt unter dem Waschbecken. Bitte stell deine Tasse später dort hinein. Natürlich, das mache ich. Ich trinke mal einen kleinen Schluck. Und? Schmeckt der Kaffee so, wie du ihn magst? Er ist hervorragend, sehr stark, genau richtig für den ersten Tag. Das freut mich. So, bist du bereit für deinen neuen Arbeitsplatz? Ja, absolut. Ich bin schon sehr gespannt auf meinen Schreibtisch. Dann nimm deine Tasse mit und folge mir ins Großraumbüro. Das ist also das Großraumbüro. Es ist erstaunlich leise hier. Ja, die meisten Leute tragen Kopfhörer, wenn sie konzentriert arbeiten. Das ist eine gute Regel. So stört man sich nicht gegenseitig. Wir haben hier 4 verschiedene Inseln mit jeweils 6 Schreibtischen. An welcher Tischinsel werde ich sitzen? Du sitzt bei uns im Marketingteam. Das ist die Insel dort am Fenster. Oh, ein Platz am Fenster. Das ist ja ein echter Luxus. Wir dachten, du freust dich über das natürliche Licht. Hier ist dein Platz. Wahnsinn, der Schreibtisch ist wirklich groß und der Stuhl sieht sehr modern aus. Das ist ein ergonomischer Stuhl. Du kannst ihn genau an deinen Rücken anpassen. Das werde ich nachher gleich machen. Der Schreibtisch ist aber ziemlich hoch. Du kannst ihn elektrisch verstellen. Drück mal auf diesen kleinen Knopf hier. Tatsächlich, er fährt nach oben. Ich kann also auch im Stehen arbeiten? Ganz genau. Das ist sehr gut für die Gesundheit, wenn man viel am Computer sitzt. Das ist wirklich eine fantastische Ausstattung. Ich bin total begeistert. Das freut mich. Stell deine Tasche am besten in den kleinen Schrank hier unten. Mache ich. Da ist auch ein kleiner Schlüssel für den Schrank dran. Ja,
Dort kannst du abends deine Wertsachen sicher einschließen. Das ist praktisch. Und hier auf dem Tisch liegen ja schon 2 große Bildschirme. Ja, und dein neuer Laptop liegt direkt daneben in der schwarzen Hülle. Oh super, darf ich ihn schon auspacken? Natürlich, pack ihn aus und klapp ihn auf. Wir müssen ihn gleich einrichten. Erledigt. Der Bildschirm leuchtet schon. Das Gerät ist brandneu. Ja, die IT-Abteilung hat ihn gestern extra für dich vorbereitet. Auf dem Bildschirm steht, bitte Passwort eingeben. Woher bekomme ich das? Hier ist ein kleiner Umschlag. Darin steht dein vorläufiges Stadtpasswort. Okay, ich öffne den Umschlag. Da steht eine sehr lange Kombination. Ja, Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Sicherheit ist uns wichtig. Ich tippe das jetzt vorsichtig ein. Hoffentlich mache ich keinen Fehler. Lass dir Zeit. Du musst dieses Passwort danach sofort ändern. Gut, das System lädt. Jetzt werde ich nach einem neuen Passwort gefragt. Denk dir ein sicheres Passwort aus, das du dir gut merken kannst. Okay, ich habe eins. Ich tippe es ein und bestätige es. Super, jetzt bist du offiziell in unserem Firmennetzwerk angemeldet. Da öffnen sich direkt viele verschiedene Programme auf dem Bildschirm. Ja, das sind unsere Standard-Tools. Oben links ist das E-Mail-Programm. Und was ist das Programm mit dem blauen Logo daneben? Das ist unser Chat-Programm. Darüber kommunizieren wir alle intern. Also schreiben wir uns kurze Nachrichten, anstatt immer E-Mails zu schicken? Genau, das geht viel schneller. Ich schreibe dir jetzt direkt eine Testnachricht. Oh, es hat leise gepiept und ein roter Punkt leuchtet bei mir auf. Klick mal darauf. Was habe ich geschrieben? Da steht, Willkommen im Team, Max, mit einem kleinen Smiley. Perfekt. Der Chat funktioniert. Du kannst mir einen Daumen nach oben schicken. Erledigt. Das System ist wirklich sehr intuitiv und einfach zu bedienen. Ja, man lernt es sehr schnell. Wir benutzen es auch für Videoanrufe. Gibt es noch ein Programm, das ich unbedingt heute kennenlernen muss? Ja, unser Projektmanagement-Tool. Das zeige ich dir jetzt auf dem anderen Bildschirm. Ich schiebe das Fenster mal auf den rechten großen Bildschirm. Sehr gut. In diesem Tool planen wir alle unsere Aufgaben für die Woche. Das sieht sehr übersichtlich aus. Es gibt Spalten für offen, in Bearbeitung und fertig. Genau. Jede Aufgabe ist eine kleine Karte. Klick mal auf die oberste Karte. Mache ich. Da steht mein Name drauf. Max, Einführung lesen. Das ist deine erste offizielle Aufgabe für heute Vormittag. Ich soll ein Dokument zur Einführung lesen? Wo finde ich das? Der Link zu dem Dokument steht direkt in der kleinen Karte drinnen. Ich sehe es. Wenn ich darauf klicke, öffnet sich ein PDF-Dokument. Richtig. Darin stehen unsere wichtigsten Regeln für das Büro. Zum Beispiel die Arbeitszeiten und Urlaubsregelungen? Genau. Und auch, wie man sich bei Krankheit richtig abmeldet. Das ist sehr nützlich. Wie lange soll ich mir dafür Zeit nehmen? Lies es dir in Ruhe durch. 1 Stunde reicht dafür völlig aus. Und wenn ich fertig bin, was mache ich dann mit der Aufgabe im System? Dann ziehst du diese Karte mit der Maus einfach in die Spalte Fertig. Das ist ja wie ein digitales Brett, sehr praktisch. Hast du dazu noch irgendwelche Fragen, Max? Ja, eine Frage habe ich. Was mache ich, wenn ich das Dokument komplett gelesen habe? Dann haben wir unsere erste richtige kleine Arbeitsaufgabe für dich. Oh, spannend.
Darf ich schon wissen, worum es dabei genau geht? Du sollst einen kurzen Text für unseren neuen Newsletter schreiben. Ein Text für den Newsletter. Das klingt nach einer tollen ersten Aufgabe. Ich schicke dir das Briefing dafür später im Chat. Lies aber erst das PDF. Okay, ich habe das Dokument jetzt komplett durchgelesen. Das ging aber schnell. War alles verständlich für dich? Ja, das meiste war sehr logisch. Ich habe die Karte auch schon auf fertig verschoben. Sehr gut. Ich habe das im System auf meinem Platz auch sofort gesehen. Eine kurze Frage habe ich aber noch zu den flexiblen Arbeitszeiten. Frag ruhig. Dafür bin ich ja heute an deinem ersten Tag da. In dem Dokument steht, die Kernarbeitszeit ist von 10 bis 15 Uhr. Richtig. In dieser Zeit müssen alle Mitarbeiter anwesend oder erreichbar sein. Und davor und danach kann ich mir meine Zeit völlig selbst einteilen? Ganz genau. Du kannst zum Beispiel schon um 7 Uhr morgens anfangen. Oder ich fange erst um 9:30 an und bleibe dafür abends länger im Büro? Richtig. Hauptsache, du kommst am Ende der Woche auf deine 40 Stunden. Das finde ich extrem angenehm. Ich bin nämlich eher ein Frühaufsteher. Dann wirst du morgens oft zusammen mit dem Chef hier sein. Er ist auch ein früher Vogel. Apropos Chef, wann lerne ich ihn eigentlich heute richtig kennen? Er hat heute Vormittag viele Termine. Er kommt nach dem Mittagessen zu dir. Gut zu wissen. So, wie geht es jetzt weiter mit dem Text für die Newsletter? Ich habe dir gerade die Informationen über unser Chatprogramm geschickt. Ich sehe es. Wir bringen also ein neues Produkt im Sommer auf den Markt? Ja, und der Text soll unsere Kunden neugierig auf dieses Produkt machen. Wie lang soll dieser Text ungefähr sein? Nicht zu lang. Ungefähr 200 Wörter reichen für den Anfang. Alles klar. Ich werde gleich einen ersten Entwurf im Programm schreiben. Lass dir Zeit. Wir schauen uns das Ergebnis dann nachher gemeinsam an. Entschuldigung, Anna. Darf ich dich kurz stören? Natürlich, ich lese nur gerade eine E-Mail. Was gibt es? Ich habe den ersten Entwurf für den Text fertig geschrieben. Das ist großartig. Aber bevor wir ihn lesen, schau mal, wer da gerade hereinkommt. Der große Mann mit der Brille. Er hat eine dunkle Aktentasche in der Hand. Ja, das ist Lukas. Er ist unser absoluter Experte für das Design. Oh, er sitzt ja direkt am Schreibtisch gegenüber von mir. Genau, er war heute Morgen bei einem wichtigen Kunden, deshalb kommt er erst jetzt. Soll ich mich ihm gleich kurz vorstellen? Er kommt schon von ganz alleine zu uns herüber. Hallo, ich bin Max. Ich bin der Neue im Marketingteam. Lukas lächelt und sagt, er hat schon viel Gutes von dir gehört. Das freut mich sehr. Er hat wirklich einen sehr festen Händedruck. Er fragt, ob du dich an deinem ersten Tag schon ein bisschen eingelebt hast. Ja, danke der Nachfrage. Anna hat mir schon das ganze Büro gezeigt. Lukas sagt, du kannst ihn jederzeit fragen, wenn du Hilfe beim Design brauchst. Das ist sehr nett. Das werde ich bestimmt bald machen. Er geht jetzt an seinen Platz und schaltet seinen Computer ein. Er wirkt wirklich sehr sympathisch. Das ganze Team scheint toll zu sein. Wir legen hier auch sehr großen Wert auf ein gutes. Das merkt man sofort. Alle sagen Hallo und lächeln freundlich auf dem Flur. So, genug geplaudert. Wollen wir uns jetzt deinen Text für den Newsletter ansehen? Sehr gerne. Soll ich den Text auf dem großen Bildschirm öffnen? Ja, mach das. Ich rolle mit meinem Stuhl einfach ein Stück zu dir herüber. So, hier ist mein Text. Kannst du ihn von dort aus gut lesen? Ja, die Schrift ist groß genug.
Lass mich den ersten Absatz kurz durchlesen. Ich habe versucht, die Sätze kurz und sehr spannend zu formulieren. Ja, der Einstieg gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Findest du nicht, dass das Wort revolutionär vielleicht ein bisschen übertrieben ist? Nein, für das Marketing ist das genau das richtige Wort. Es weckt Emotionen. Okay, das beruhigt mich. Wie findest du den Mittelteil mit den Fakten? Die Fakten sind gut erklärt, aber hier im zweiten Satz ist ein kleiner Tippfehler. Oh, du hast recht, da fehlt ein E in dem Wort Produktentwicklung. Das passiert jedem Mal am Anfang. Korrigier es einfach schnell mit der Tastatur. Erledigt. Ist der Call to Action am Ende des Textes deutlich genug? Du meinst den Satz, klicken Sie hier für mehr Informationen? Genau. Ist das nicht ein bisschen zu langweilig und passiv? Du könntest schreiben, entdecken Sie jetzt alle Vorteile. Das klingt aktiver. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Ich ändere den Satz sofort um. Super. Jetzt ist der Text wirklich perfekt für unsere Newsletter. Danke für das ehrliche Feedback, Anna. Das hat mir sehr geholfen. Sehr gerne. Du hast einen wirklich tollen Schreibstil, Max. Was soll ich jetzt mit diesem fertigen Dokument machen? Speichere es am besten als PDF ab und lade es in deine Aufgabenkarte hoch. Okay, Datei speichern unter, PDF und hochladen. Fertig. Und jetzt kannst du die Karte endlich in die Spalte Fertig verschieben. Gemacht. Meine erste richtige Aufgabe ist erfolgreich abgeschlossen. Das ist ein sehr gutes und stolzes Gefühl am ersten Tag, oder? Ja, absolut. Ich bin richtig froh, dass ich schon etwas Produktives gemacht habe. Schau mal unten rechts auf deinem Bildschirm auf die kleine Uhrzeit. Oh, es ist schon kurz nach 12. Die Zeit ist extrem schnell vergangen. Das ist immer so, wenn man viel Neues lernt und konzentriert arbeitet. Was passiert normalerweise um diese Uhrzeit hier im Büro? Um 12 Uhr gehen wir im Team meistens gemeinsam zu Mittagessen. Das klingt super. Mein Magen fängt nämlich auch schon wieder an zu knurren. Wir gehen heute alle zusammen in das kleine italienische Restaurant um die Ecke. Oh, Pizza oder Pasta, da sage ich definitiv nicht nein. Es ist auch eine Tradition, dass wir neue Kollegen am ersten Tag einladen. Wirklich? Das ist unglaublich großzügig von euch. Vielen Dank. Sehr gerne. Das ist die perfekte Gelegenheit, um auch die anderen Leute kennenzulernen. Ja, beim Essen redet man ja auch nicht nur über die Arbeit. Genau. Wir sprechen über Hobbys, den Urlaub oder das Wochenende. Muss ich meinen Computer ganz ausschalten, wenn wir das Büro verlassen? Nein, drücke einfach diese Tastenkombination, um den Bildschirm zu sperren. Okay, Bildschirm ist gesperrt. Ich nehme noch schnell meinen Geldbeutel aus der Tasche. Lass ihn stecken, wir laden dich doch heute ein. Stimmt ja, das muss ich mir noch angewöhnen. Lukas und die anderen stehen schon drüben an der Tür und warten auf uns. Dann lass uns nicht länger warten. Ich bin absolut bereit für die Mittagspause. Komm mit. Nach der Pizza zeige ich dir dann den Rest unserer Programme. Ich freue mich darauf. Der erste Vormittag war schon mal ein voller Erfolg. Das finde ich auch. Auf geht's. Die beste Pizza der Stadt ruft nach uns. Dieser Tisch hier direkt am Fenster ist wirklich wunderschön. Ja, der Ausblick auf die beleuchtete Straße ist sehr romantisch. Darf ich dir helfen, deinen Mantel abzulegen? Sehr gerne, danke. Der Mantel ist heute ein bisschen schwer. Ich hänge ihn einfach hier über die Stuhllehne. Danke dir, Max. Das Restaurant ist wirklich sehr elegant.
Ich habe extra reserviert. Ich hoffe, es gefällt dir. Es ist perfekt. Die kleinen Kerzen auf den Tischen machen ein tolles Licht. Setz dich bitte. Ist der Stuhl bequem? Ja, sehr bequem. Die leise Musik im Hintergrund ist auch sehr entspannend. Ich bin wirklich froh, dass wir heute Abend Zeit füreinander haben. Ich auch. Die letzten Tage waren im Büro doch sehr stressig. Jetzt können wir uns endlich entspannen und den Abend genießen. Du hast vollkommen recht. Ich atme jetzt erst einmal tief durch. Deine Haare sehen heute übrigens besonders schön aus. Oh, danke schön. Ich war gestern extra noch kurz beim Friseur. Das habe ich sofort bemerkt. Es steht dir wirklich ausgezeichnet. Das ist ein sehr süßes Kompliment. Du siehst aber auch sehr schick aus. Danke. Ich dachte, für so einen Abend ziehe ich mal ein Hemd an. Das dunkelblaue Hemd passt extrem gut zu deinen Augen. Jetzt werde ich fast ein bisschen rot. Danke, Anna. Da kommt auch schon der Kellner mit den Speisekarten. Perfekt. Ich habe nämlich schon einen ziemlich großen Hunger. Ich auch. Lass uns mal schauen, was es Leckeres gibt. Hier ist die Karte. Sie haben sehr viele italienische Gerichte. Ich liebe die italienische Küche. Das ist genau mein Geschmack. Sollen wir zuerst eine gute Flasche Wein bestellen? Das ist eine fantastische Idee. Zu einem guten Essen gehört Wein. Trinkst du heute lieber roten oder weißen Wein? Heute Abend hätte ich große Lust auf einen trockenen Rotwein. Sehr gut. Hier auf der Karte gibt es einen schönen Merlot. Ein Merlot klingt perfekt. Bestellen wir eine ganze Flasche? Ja, natürlich. Wir haben ja viel Zeit und müssen nicht mehr fahren. Stimmt. Was möchtest du denn als Hauptgericht essen? Ich glaube, ich nehme die hausgemachte Pasta mit Trüffeln. Das klingt extrem lecker. Ich überlege noch zwischen Fisch und Pizza. Der Lachs mit Gemüse steht hier als Spezialität des Hauses. Dann nehme ich den Lachs. Ich liebe frischen Fisch. Gute Wahl. Sollen wir uns vielleicht auch eine Vorspeise teilen? Oh ja, eine kleine Portion Bruschetta mit frischen Tomaten? Genau daran habe ich auch gerade gedacht. Wir verstehen uns blind. Das scheint wirklich so zu sein. Ich winke mal kurz dem Kellner zu, damit wir bestellen können. Er hat dich gesehen und nickt uns freundlich zu. Guten Abend. Wir würden gerne unsere Bestellung aufgeben. Wir nehmen eine Flasche von dem Merlot und einmal Bruschetta zum Teilen. Und danach die Trüffelpasta und einmal den Lachs, bitte. Dankeschön. Ich freue mich jetzt richtig auf das Essen. Der Kellner war wirklich sehr schnell. Hier ist schon unser Wein. Er öffnet die Flasche sehr professionell am Tisch. Er schenkt mir einen winzigen Schluck zum Probieren ein. Und, wie schmeckt der Merlot? Ist er gut? Ja, er ist sehr weich und schmeckt ein bisschen nach Kirschen. Das klingt wunderbar. Er schenkt mir jetzt auch ein volles Glas ein. Dann lass uns anstoßen. Auf einen wunderschönen gemeinsamen Abend. Prost, Max, auf uns und diesen perfekten Abend. Das Glas klang sehr schön. Der Wein ist wirklich ausgezeichnet. Ja, er ist sehr lecker und erwärmt mich von innen. Ich muss dir noch einmal sagen, wie schön dein Kleid heute ist. Wirklich? Es ist eigentlich ganz einfach und schwarz. Aber es ist sehr elegant.
Du siehst darin einfach umwerfend aus. Danke, Max. Du bist heute wirklich ein echter Gentleman. Ich versuche mein Bestes. Man hat ja nicht jeden Tag so eine tolle Begleitung. Das hast du wirklich sehr charmant gesagt. Schau mal, da bringt der Kellner schon unsere Vorspeise. Die Bruschetta riecht fantastisch nach Knoblauch und frischem Basilikum. Hier, nimm dir das erste Stück vom Teller. Danke, es ist noch ganz warm und das Brot ist knusprig. Ich probiere auch sofort. Es schmeckt wirklich hervorragend. Ja, und die Tomaten sind wunderbar süß. Das ist ein sehr guter Start in unser Dinner. Absolut. Ich könnte eigentlich schon nur von dieser Vorspeise leben. Die leeren Teller von der Vorspeise sind schon wieder weg. Und da kommen auch schon unsere Hauptgerichte. Das ging schnell. Vorsicht, der Teller mit deiner Pasta ist bestimmt sehr heiß. Ich habe ja den Lachs bestellt. Du hast die Trüffelpasta, Max. Oh, du hast natürlich recht. Ich bin wohl ein bisschen abgelenkt. Abgelenkt? Wovon denn? Von der schönen Musik? Nein, ich schaue dir einfach nur sehr gerne in die Augen. Jetzt bin ich aber wirklich sprachlos. Das ist sehr süß. Lasst uns probieren, bevor das gute Essen kalt wird. Guten Appetit. Mein Lachs sieht auf jeden Fall grandios aus. Dir auch guten Appetit. Meine Pasta riecht intensiv nach Trüffel. Ich nehme den ersten Bissen. Der Fisch ist wunderbar zart. Das freut mich. Meine Nudeln sind auch absolut perfekt gekocht. Möchtest du vielleicht ein kleines Stück von meinem Lachs probieren? Sehr gerne, wenn ich darf. Hier, ich reiche dir ein Stück auf meiner Gabel rüber. Danke. Wow, der ist wirklich extrem lecker gewürzt. Nicht wahr? Möchtest du mir im Gegenzug eine Nudel abgeben? Natürlich. Hier, probier mal die cremige Sauce. Die schmeckt unglaublich gut. Eine tolle Wahl. Wir haben beide heute Abend wirklich das richtige Gericht bestellt. Ja, es ist ein perfektes Dinner. Ich trinke noch einen Schluck Wein. Lass mich dir noch etwas von dem Rotwein. Danke. Nur ein kleines bisschen. Das reicht schon. Puh, ich bin jetzt wirklich richtig satt. Ich auch. Der Lachs war leicht, aber trotzdem sehr sättigend. Sollen wir noch einen Espresso trinken, um wach zu bleiben? Ein Espresso ist eine sehr gute Idee nach so einem Essen. Der Kellner räumt gerade ab. Möchten wir vielleicht noch ein Dessert? Ich weiß nicht, ob ich noch ein ganzes Dessert schaffe. Wir könnten uns einfach ein Tiramisu teilen. 2 Löffel, ein Teller. Oh, bei Tiramisu kann ich leider niemals Nein sagen. Dann bestelle ich jetzt ein Tiramisu und 2 Espresso. Das ist der perfekte Abschluss für dieses tolle Menü. Die Atmosphäre hier im Restaurant wird jetzt am späten Abend noch gemütlicher. Ja, das Licht ist etwas dunkler geworden. Sehr romantisch. Hier kommt schon unser Tiramisu. Es sieht aus wie ein kleines Kunstwerk. Der Kellner hat es in die Mitte gestellt und 2 kleine Löffel hingelegt. Probier du als Erste. Ich bin gespannt, was du sagst. Okay, ich nehme ein bisschen mit meinem Löffel. Und ist es so gut, wie es aussieht? Es ist nicht nur gut, es ist das beste Tiramisu der Welt.
Lass mich auch mal probieren. Wow, sehr viel Kaffee und Kakao. Ja, und die Creme ist unglaublich luftig und leicht. Wir essen einfach genau aus der Mitte zusammen von einem Teller. Das macht Spaß. Es ist schön, etwas Süßes mit dir zu teilen. Das sehe ich ganz genauso, Anna. Mein Espresso hat jetzt auch genau die richtige Temperatur. Das Tiramisu ist komplett weg. Nicht ein Krümel ist übrig geblieben. Wir haben wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Ich bin jetzt wunschlos glücklich. Ich auch. Sollen wir langsam nach der Rechnung fragen? Ja, ich glaube, es ist schon nach 10 Uhr. Ich suche kurz den Kellner. Ah, da drüben ist er. Entschuldigung. Er bringt direkt das kleine Lederetui mit der Rechnung an den Tisch. Ich hole schon mal mein Portemonnaie aus meiner Handtasche. Lass dein Portemonnaie bitte in der Tasche, Anna. Ich lade dich heute ein. Bist du sicher? Das Dinner war bestimmt nicht ganz billig. Ich bin mir absolut sicher. Es ist mir eine große Freude, dich einzuladen. Das ist unglaublich großzügig von dir, Max. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich lege meine Kreditkarte einfach in das Lederetui. Das war wirklich ein wunderschöner Abend. Ein tolles Date. Das Wort Date höre ich sehr gerne aus deinem Mund. Es war ja auch eins. Ein sehr romantisches sogar. Der Kellner bringt das Bezahlterminal. Ich tippe kurz meinen PIN ein. So, das hat leise gepiept. Die Zahlung ist erfolgreich durch. Ich habe auch direkt ein gutes Trinkgeld gegeben. Der Service war top. Ja, der Kellner war wirklich sehr aufmerksam und freundlich. Sollen wir noch einen kleinen Spaziergang draußen machen? Oh ja, sehr gerne. Die frische Luft wird uns jetzt bestimmt gut tun. Dann stehe ich auf und hole deinen Mantel von der Stuhllehne. Danke, dass du mir wieder in den Mantel hilfst. Du bist sehr aufmerksam. So, wir sind draußen. Die Luft ist tatsächlich ganz schön frisch geworden. Ja, der Temperaturunterschied zum warmen Restaurant ist deutlich spürbar. Aber es ist eine sehr klare, saubere Luft. Schau mal nach oben in den Himmel. Keine einzige Wolke ist zu sehen. Und der Mond leuchtet heute unglaublich hell. Es ist fast Vollmond, glaube ich. Das sieht wunderschön aus. Die Sterne kann man hier in der Stadt leider nicht so gut sehen. Das stimmt, wegen der vielen Straßenlaternen. Aber der Mond reicht auch. Sollen wir einfach ein Stück in Richtung Fluss laufen? Ja, an der Spree entlang spazieren ist nachts immer sehr schön. Der Weg ist hier breit und es sind kaum noch andere Menschen unterwegs. Das ist angenehm ruhig. Ich mag die Stille nach so einem langen Tag. Hast du es bequem in deinen Schuhen? Du trägst ja kleine Absätze. Keine Sorge, die Schuhe sind sehr bequem. Ich kann problemlos laufen. Gut, wenn es nicht mehr geht, musst du mir das sofort sagen. Das mache ich. Ich laufe wirklich sehr gerne hier neben dir. Darf ich vielleicht deine Hand nehmen? Ich dachte schon, du fragst heute gar nicht mehr danach. Ich war mir nicht sicher, ob es dir vielleicht unangenehm ist. Überhaupt nicht. Deine Hand ist schön warm. Das freut mich. So gehen wir jetzt einfach ganz gemütlich am Wasser entlang. Das Licht von Mond spiegelt sich total schön auf der Wasser. Ein wirklich malerisches Bild. Berlin kann nachts sehr romantisch sein. Besonders in so einer guten Gesellschaft. Ein leichter Wind kommt vom Wasser herauf. Ist dir vielleicht kalt?
Ein ganz kleines bisschen. Mein Mantel ist leider nicht besonders dick. Das dachte ich mir schon. Du hast vorhin leicht mit den Schultern gezittert. Es ist nicht schlimm, wir müssen nur etwas schneller laufen. Nein, warte. Ich ziehe meine warme Jacke aus und lege sie dir über die Schultern. Aber Max, dann frierst du doch selbst in deinem dünnen Hemd? Mir ist überhaupt nicht kalt, wirklich. Ich bin nicht so empfindlich. Das ist so lieb von dir. Deine Jacke ist noch ganz warm. Und sie riecht ein bisschen nach meinem Parfum. Stört dich das? Ganz im Gegenteil, ich mag deinen Duft sehr gerne. Danke. Pass auf, hier auf dem Weg sind ein paar kleine Steine. Ich sehe sie. Mit deiner Jacke um die Schultern fühle ich mich sehr sicher. Wir sind ein gutes Team. Da vorne ist eine kleine Holzbrücke. Sollen wir auf die Brücke gehen und kurz auf das Wasser schauen? Sehr gerne. Von dort aus haben wir bestimmt einen tollen Blick. Das Wasser der Spree fließt hier sehr langsam und ruhig. Wir lehnen uns einfach ein bisschen an das Holzgeländer der Brücke. Die Lichter der Stadt leuchten in der Ferne. Ein tolles Panorama. Ich schaue mir aber eigentlich viel lieber dich an als das Panorama. Max, du machst mir heute wirklich ununterbrochen Komplimente. Ich sage einfach nur ehrlich, was ich in diesem Moment denke. Das schätze ich sehr an dir. Du bist sehr direkt und aufrichtig. Es ist schön, hier einfach so mit dir in der Nacht zu stehen. Ja, die Zeit scheint gerade ein bisschen stillzustehen. Hast du es eilig, nach Hause zu kommen? Nein, gar nicht. Morgen ist Wochenende. Ich kann lange ausschlafen. Das ist perfekt. Dann können wir diesen Moment noch etwas genießen. Schau mal, da drüben fährt noch ein spätes Ausflugsboot auf dem Fluss. Ja, es ist bunt beleuchtet. Es fährt ganz leise an uns vorbei. Die Leute auf dem Boot winken uns geradezu. Ich winke einfach mal zurück. Das ist lustig. Die denken bestimmt, wir sind ein verliebtes Pärchen auf der Brücke. Tja, vielleicht haben sie damit ja gar nicht so unrecht. Meinst du? Ich weiß es nicht genau. Was meinst du denn? Ich denke, dieser Abend hat gezeigt, dass wir sehr gut zusammenpassen. Das ist eine sehr schöne Antwort. Ich rücke ein kleines Stück näher zu dir. Ich lehne meinen Kopf ein bisschen an deine Schulter. Mir ist gerade extrem warm ums Herz, das muss ich zugeben. Mir auch. Deine Nähe tut unglaublich gut. Ich lege meinen Arm vorsichtig um deine Taille. Das fühlt sich sehr richtig an. Es ist so friedlich hier. Du hast wunderschöne Augen im Mondlicht, Anna. Und du hast ein tolles Lächeln. Darf ich dich vielleicht küssen? Ich bitte sogar darum. Das war ein wunderschöner, sanfter Kuss. Ja, das war er. Ein perfekter Moment auf dieser Brücke. Ich könnte noch stundenlang hier mit dir stehen bleiben. Ich auch, aber es wird jetzt wirklich spät. Wir sollten langsam weitergehen. Du hast recht. Ich möchte ja nicht, dass du dich noch erkältest. Mit deiner Jacke ist mir sehr warm. Wir laufen einfach noch ein kleines Stück. Wohnst du eigentlich weit von hier entfernt? Nein, es sind nur noch etwa 15 Minuten zu Fuß bis zu meiner Wohnung. Das ist gut. Dann bringe ich dich natürlich noch sicher bis vor deine Haustür. Das ist mein persönlicher Bodyguard. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich halte wieder deine Hand.
Ich laufe heute Abend mit einem riesigen Lächeln im Gesicht. Mir geht es genauso. Dieser Abend hat alle meine Erwartungen übertroffen. Ich habe das Date auch wirklich sehr genossen. Das Essen, der Wein. Und der Kuss auf der Brücke, das war mein persönliches Highlight. Meins auch. Wir sollten das unbedingt sehr bald wiederholen. Wenn es nach mir geht, können wir das gleich morgen wieder machen. Lass uns morgen einfach telefonieren und etwas Schönes planen. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Ich rufe dich nach dem Ausschlafen an. Da vorne an der Ecke ist auch schon meine Straße. Die Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen. Ja, leider. Aber das ist ein gutes Zeichen für ein schönes Date. Hier stehen wir nun vor deiner Haustür. Danke noch einmal für die Einladung, das tolle Essen und deine warme Jacke. Hier hast du die Jacke. Gute Nacht, Anna. Schlaf gut. Gute Nacht, Max. Bis morgen. Wir sind endlich am Hauptbahnhof angekommen. Das Gebäude ist wirklich riesig. So viele Menschen überall. Ja, besonders heute am Freitagmittag ist hier extrem viel los. Wo müssen wir jetzt hingehen? Unser Zug fährt in 40 Minuten. Zuerst brauchen wir unbedingt unsere Fahrkarten. Hast du die Tickets nicht schon gestern im Internet gekauft? Nein, die App auf meinem Handy hat leider nicht funktioniert. Oh, das ist ärgerlich. Dann müssen wir jetzt einen Automaten suchen. Da drüben am Eingang stehen 3 große rote Ticketautomaten. Lass uns schnell dorthin gehen. Die Schlange ist nicht so lang. Gut, ich habe meinen Rucksack auf dem Rücken. Der ist ziemlich schwer. Mein Koffer rollt zum Glück sehr leicht über diesen glatten Boden. Es riecht hier überall nach frischen Brezeln und Kaffee. Ich habe auch ein bisschen Hunger. Kaufen wir später noch etwas? Ja, wenn wir die Tickets haben, holen wir uns einen Snack für die Fahrt. Das ist ein guter Plan. Der Weg bis nach München ist ja ziemlich lang. 4 Stunden mit dem ICE, wenn alles nach Plan läuft. Hoffentlich haben wir heute Glück mit der Deutschen Bahn. Wir werden sehen. Der Mann vor uns am Automaten ist gleich fertig. Bereite schon mal deine Kreditkarte vor, Max. Ich habe mein Portemonnaie schon in der Hand. Super, jetzt sind wir an der Reihe. Okay, ich tippe auf den großen Bildschirm. Hoffentlich ist das Menü nicht zu kompliziert. Also, Startbahnhof ist Berlin Hauptbahnhof. Das stimmt schon mal. Und als Zielbahnhof musst du jetzt München Hauptbahnhof eingeben. Ich tippe das M, das Ü, das N. Ah, hier steht es schon in der Liste. Klick darauf. Wir brauchen 2 Tickets für Erwachsene in der 2. Klasse. Okay, 2. Klasse. Möchten wir auch Sitzplätze reservieren? Auf jeden Fall. An einem Freitag bekommen wir sonst keinen Sitzplatz. Das kostet 4,50 € extra pro Person. Das ist mir völlig egal. Ich möchte 4 Stunden lang bequem sitzen. Einverstanden. Ich habe 2 Plätze am Fenster ausgewählt. Das ist toll, dann können wir die Landschaft beobachten. Jetzt drücke ich auf Bezahlen. Der Preis ist 192 €. Das ist nicht billig. Steck deine Karte in den Schlitz dort unten. Mache ich. Ich stecke die Karte rein und warte. Auf dem Bildschirm steht: Bitte warten. Vorgang wird bearbeitet.
Es dauert aber ganz schön lange. Das kleine Rad auf dem Display dreht sich. Vielleicht ist die Internetverbindung vom Automaten gerade schlecht? Oh nein, jetzt leuchtet das Display rot auf. Vorgang abgebrochen. Was? Warum denn das? Versuch es doch einfach noch einmal. Ich ziele die Karte raus und stecke sie wieder rein. Es funktioniert wieder nicht. Kartenleserdefekt steht da jetzt. Verdammt, ausgerechnet jetzt geht dieser Automat kaputt. Reg dich nicht auf. Wir haben noch genau 30 Minuten Zeit. Dann müssen wir jetzt wohl zum Reisezentrum gehen und uns dort anstellen. Schau, das Reisezentrum ist gleich da vorne links. Komm mit. Hier drin im Reisezentrum ist es viel ruhiger als in der großen Halle. Ja, aber schau dir mal diese lange Schlange an den Schaltern an. Wir müssen eine kleine Nummer aus diesem Apparat ziehen. Hier, ich habe auf den Knopf gedrückt. Wir haben die Nummer 87. Und welche Nummer steht oben auf dem Monitor? Dort steht Nummer 80. 7 Leute sind also noch vor uns dran. Das schaffen wir in 30 Minuten, oder? Normalerweise schon. Die Mitarbeiter an den Schaltern arbeiten sehr schnell. Ich bin trotzdem ein bisschen nervös. Ich hasse es, mich zu beeilen. Entspann dich. Der Zug fährt nicht ohne uns ab. Wir sind pünktlich hier. Nummer 83 wird gerade aufgerufen. Es geht vorwärts. Siehst du? Wir haben noch genug Zeit für die Tickets und die Brezeln. Ich hoffe es sehr. Hast du eigentlich unsere Bahncard dabei? Ja, die Bahncard 25 habe ich in meiner Handtasche. Perfekt. Damit wird die Fahrt nach München ein bisschen billiger. Es macht Bing. Auf dem Monitor leuchtet jetzt unsere Nummer, die 87. Schalter Nummer 4. Das ist die freundliche Dame dort drüben. Guten Tag. Wir brauchen bitte 2 Tickets nach München. Für den ICE in 25 Minuten bitte, mit einer Sitzplatzreservierung. Die Frau tippt schnell auf ihrer Tastatur. Wir haben Glück, es gibt noch Plätze. Hier ist unsere Bahncard und meine Kreditkarte zum Bezahlen. Sie drückt die Tickets aus. Das ging wirklich viel schneller als am Automaten. Ja, manchmal ist der persönliche Service einfach viel besser. Sie gibt uns die Papiertickets in einem kleinen Umschlag. Vielen Dank. Wir haben die Tickets sicher in der Tasche. Jetzt bin ich erleichtert. Ich auch. Lass uns jetzt auf die große blaue Anzeigetafel schauen. Die hängt genau in der Mitte von der Bahnhofshalle. Okay, ich suche unseren Zug. ICE 700 nach München. Er soll um 14:30 Uhr abfahren. Findest du ihn? Ja, da in der 3. Zeile von oben. ICE 700. Welches Gleis wird dort angezeigt? Wir müssen nach oben, oder? Warte mal, da steht etwas in roter Schrift neben unserem Zug. Rote Schrift ist auf einer Anzeigetafel nie ein gutes Zeichen. Oh nein, da steht voraussichtlich 20 Minuten später. 20 Minuten Verspätung? Das fängt ja schon wieder gut an. Warum hat der Zug denn Verspätung? Steht da ein Grund? Da läuft ein kleiner Text. Verzögerungen im Betriebsablauf. Das kann wirklich alles bedeuten. Eine kaputte Weiche oder ein Stau. Jetzt haben wir also noch fast 50 Minuten Zeit bis zur Abfahrt. Das bedeutet, wir können uns ganz in Ruhe etwas zu essen kaufen.
Das ist die positive Seite. Mein Magen freut sich über die Verspätung. Da drüben ist eine kleine Bäckerei. Die Brezeln sehen sehr frisch aus. Lass uns 2 große Brezeln mit Butter kaufen und 2 Kaffee zum Mitnehmen. Ein guter Plan. Dann haben wir genug Proviant für die Reise. Aber auf welches Gleis müssen wir eigentlich danach gehen? Auf der Tafel steht Gleis 13. Das ist ganz oben im Bahnhof. Okay, wir kaufen schnell das Essen und fahren dann mit der Rolltreppe hoch. Abgemacht. Mit Essen wartet es sich viel angenehmer auf einen verspäteten Zug. Der Kaffee ist sehr heiß. Pass auf deine Finger auf. Danke. Die warme Brezel in der Papiertüte riecht fantastisch. Lass uns zu den Rolltreppen gehen. Gleis 13 ist im obersten Stockwerk. Hier ist die Rolltreppe. Stell dich auf die rechte Seite. Das ist hoch. Man kann von hier auf die ganze Halle herunterschauen. Die Architektur dieses Bahnhofs aus Glas und Stahl ist wirklich beeindruckend. Ja, besonders wenn die Sonne durch das riesige Glasdach scheint. Es zieht hier aber auch ein bisschen. Der Wind pfeift durch die Halle. Wir sind gleich oben. Halt dich gut fest, wenn du den Koffer ziehst. So, wir sind auf der oberen Ebene. Hier oben sind die Fernzüge. Gleis 13 und 14 sind direkt da vorne auf der linken Seite. Auf dem Bahnsteig warten schon unglaublich viele Menschen. Kein Wunder, wenn der Zug schon 20 Minuten Verspätung hat. Wir müssen schauen, wo unser Waggon hält. Welchen Waggon haben wir? Auf dem Ticket steht Waggon 21, Sitzplätze 44 und 46. Okay, dann schauen wir jetzt auf den Wagenstandsanzeiger in dem Schaukasten. Das ist dieses große Plakat mit den aufgemalten Zügen, richtig? Genau, wir suchen den ICE 700. Da ist er. Waggon 21 hält im Abschnitt C. Siehst du das kleine C da oben? Ja, die Abschnitte sind mit großen blauen Buchstaben am Dach markiert. Wir stehen gerade bei Abschnitt A. Wir müssen noch ein Stück weiterlaufen. Dann komm, wir trinken unseren Kaffee auf dem Weg zu Abschnitt C. Die Koffer rollen heute wirklich gut. Wir haben keinen Stress mehr. Nein, wir haben ja noch über eine halbe Stunde Zeit zum Warten. Hier ist Abschnitt C. Wir stellen uns einfach an dieses Geländer. Das ist ein guter Platz. Man hat hier einen tollen Blick auf den Fernsehturm. Die Sonne scheint genau auf unseren Platz. Das ist sehr angenehm warm. Ich beiße jetzt in meine Brezel. Ich habe wirklich großen Hunger. Die ist sehr weich und die Butter darin ist perfekt. Ja, eine typisch deutsche Brezel. Einfach und unglaublich lecker. Schau mal auf die digitale Anzeige hier direkt am Gleis. Da steht jetzt Verspätung circa 30 Minuten. Jetzt sind es schon 30 Minuten? Das wird ja immer mehr. Das ist leider oft so bei der Bahn. Wir müssen geduldig bleiben. Mein Kaffee ist zum Glück noch warm. Ich wärme meine Hände an dem Becher. Solange wir hier in der Sonne stehen, ist das Warten eigentlich ganz schön. Ich beobachte gerne die anderen Menschen auf dem Bahnsteig. Der Mann da drüben telefoniert sehr laut und ist richtig wütend. Er verpasst wahrscheinlich einen wichtigen Anschlusstermin in München. Wir haben zum Glück keine festen Pläne für heute Abend, nur das Hotel. Richtig, wir checken ein und gehen dann gemütlich irgendwo etwas trinken. Wenn wir heute noch ankommen, die Zeit auf der Uhr läuft weiter.
Jetzt knackt der Lautsprecher über uns. Eine Durchsage kommt. Psst, sei leise, Max. Wir müssen genau zuhören, was sie sagt. Ich verstehe diese Bahnhofsdurchsagen immer so schlecht. Es hallt so extrem. Konzentrier dich auf die Worte. Es geht um unseren Zug nach München. Ich höre ICE 700 und Gleiswechsel. Oh nein, sag mir bitte nicht, dass wir das Gleis wechseln müssen. Die Stimme hat gesagt, fährt heute abweichend von Gleis 8. Gleis 8? Aber das ist doch ganz unten im Kellergeschoss. Bist du sicher? Wir sind hier ganz oben unter dem Dach. Ja, Gleis 1 bis 8 sind die Tiefbahnsteige für die Nord-Süd-Verbindung. Das ist eine absolute Katastrophe. Wir stehen hier oben mit dem ganzen Gepäck. Die Anzeige hier springt gerade um. Da steht jetzt, bitte Ansage beachten. Dann müssen wir wohl oder übel sofort nach unten laufen. Der ganze Bahnsteig setzt sich in Bewegung. Alle Leute rennen zur Rolltreppe. Das gibt ein riesiges Chaos. Nimm schnell deine Brezel und deinen Kaffee. Ich hab alles. Lass uns lieber den Aufzug suchen. Mit dem Koffer ist das sicherer. Der Aufzug ist total überfüllt. Da passen wir niemals rein. Dann doch die Rolltreppe. Komm schnell, wir drängeln uns ein bisschen vor. Entschuldigung, dürfen wir bitte vorbei? Wir müssen nach unten zu Gleis 8. Pass auf deinen großen Rucksack auf, Max. Du stößt sonst die Leute an. Ich passe auf. Die Rolltreppe fährt leider nur sehr langsam nach unten. Es ist furchtbar heiß hier in der Mitte des Bahnhofs zwischen all den Menschen. Puh, ja, ich fange an zu schwitzen. Meine Jacke ist viel zu warm dafür. Wir sind auf der mittleren Ebene. Wir müssen noch eine Etage tiefer. Wo ist die Rolltreppe nach unten? Da drüben, rechts hinter dem Blumenladen. Ich sehe das Schild. Gleis 1 bis 8, Tiefgeschoss. Nichts wie hin. Ich laufe so schnell ich kann, aber die Menschenmenge blockiert den Weg. Bleib dicht hinter mir. Wir schaffen das schon rechtzeitig. Wenn der Zug jetzt gleich auf Gleis 8 einfährt, verpassen wir ihn. Nein, wir haben noch 10 Minuten. Wir müssen uns nur sehr beeilen. Endlich unten. Das war wirklich anstrengend mit dem schweren Rucksack. Hier unten im Keller ist es viel dunkler und kälter als oben unter dem Glasdach. Wo ist Gleis 8? Ich sehe nur Gleis 3 und 4. Wir müssen weiter den Gang hinunterlaufen. Da vorne stehen schon sehr viele Leute. Das müssen die Passagiere für unseren Zug nach München sein. Ja, auf der Anzeige steht groß ICE 700 nach München. Puh, wir haben's geschafft. Wir sind am richtigen Gleis angekommen. Aber weißt du, was das Problem bei einem Gleiswechsel ist? Wir wissen nicht, wo unser Waggon 21 hält. Genau, die Abschnitte A, B und C sind hier unten ganz anders aufgeteilt. Es gibt hier keinen Wagenstandsanzeiger, auf den wir schauen können. Wir müssen einfach hoffen, dass der Zug weit genug in den Bahnhof einfährt. Ich frage mal den Mann dort in der roten Uniform von der Bahn. Gute Idee. Er muss das wissen. Frag ihn nach Waggon 21. Entschuldigung, wissen Sie, wo Waggon 21 für den ICE hält? Der Mitarbeiter zeigt mit dem Finger ganz nach hinten zum Ende des Bahnsteigs. Er sagt, Waggon 21 ist der letzte Waggon im Zug. Wir müssen nach Abschnitt E. Abschnitt E ist fast am Ende des Tunnels. Dann müssen wir noch weiterlaufen. Na los, ziehen wir unsere Koffer noch 200 Meter weiter. Wenigstens haben wir jetzt einen klaren Plan, wo wir stehen müssen. Mein Kaffee ist mittlerweile fast kalt geworden bei dieser ganzen Lauferei.
Das ist schade, aber Hauptsache, wir sitzen gleich entspannt im Zug. Hier ist das Schild für Abschnitt E. Wir stellen uns hier an die gelbe Linie. Schau, da vorne im dunklen Tunnel leuchten 2 weiße Lichter auf. Das muss unser Zug sein. Er fährt langsam aus dem Tunnel in den Bahnhof. Der ICE sieht mit seiner weißen Farbe und dem roten Streifen sehr modern aus. Er ist extrem lang. Er rollt an uns vorbei. Ich schaue auf die Nummern an den Türen. Das ist Waggon 25. Er muss also noch ein ganzes Stück weiterfahren, bis die 21 kommt. Waggon 24, 23. Es wird langsamer. Er quietscht sehr laut beim Bremsen. Waggon 22. Und da ist die 21. Perfekt. Er hält fast genau vor unserer Nase an. Der Mitarbeiter hatte recht. Die Türen leuchten grün. Ich drücke den großen runden Knopf. Die Tür öffnet sich mit einem Zischen. Leute wollen aussteigen. Wir treten einen Schritt zur Seite und lassen die Fahrgäste zuerst heraus. Das ist die wichtigste Regel am Bahnhof. Erst aussteigen lassen, dann einsteigen. Eine Familie mit einem Kinderwagen quetscht sich gerade durch die Tür. Ich helfe dem Mann kurz, den Kinderwagen über die Stufe zu heben. Sehr freundlich von dir, Max. Jetzt ist der Weg für uns frei. Ich hebe meinen Koffer hinein und folge dir. Wir sind drinnen. Es ist hier sehr gut klimatisiert und angenehm kühl. In welche Richtung müssen wir zu unseren Plätzen 44 und 46? Die Nummern stehen oben über den Sitzen. 50, 48, hier entlang. Der Gang ist sehr eng. Pass auf deinen Koffer auf. Da sind unsere Plätze. Und zum Glück sitzt noch niemand darauf. Es leuchtet ein kleines rotes Lämpchen über den Sitzen. Da steht reserviert Berlin-München. Das System hat also funktioniert. Unser kleiner Umzug zum anderen Gleis hat sich gelohnt. Ich hebe meinen schweren Rucksack hoch und lege ihn auf die Gepäckablage. Kannst du mir mit meinem Koffer helfen? Er ist etwas zu schwer für mich. Klar, ich schiebe ihn direkt neben meinen Rucksack. So, alles ist sicher verstaut. Ich setze mich auf den Platz am Fenster. Ist das okay für dich? Natürlich, ich sitze gerne am Gang. Da kann ich meine Beine besser ausstrecken. Die Sitze sind sehr weich und bequem. Ein Segen nach dem ganzen Stehen. Ich lasse mich in den Sitz fallen. Puh, was für ein Stress am Bahnhof. Erst der kaputte Automat, dann die Verspätung und schließlich der Gleiswechsel. Das war wirklich das volle Programm der Deutschen Bahn an einem einzigen Tag. Aber wir sitzen jetzt hier. Wir haben unsere Plätze und die Brezeln. Die Tür piept laut und schließt sich automatisch. Wir rollen los. Der Zug verlässt den Bahnhof sehr sanft. Tschüss Berlin, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Nächster Halt ist München. Hast du ein gutes Buch für die Fahrt dabei? Ja, ich habe einen neuen Thriller in meiner Tasche. Und du? Ich werde einfach ein bisschen Musik hören und vielleicht aus dem Fenster schauen. Ich trinke jetzt den Rest von meinem kalten Kaffee. Er schmeckt immer noch. Prost auf eine hoffentlich entspannte Fahrt, ohne weitere Überraschungen. Der Schaffner kommt schon durch den Gang. Guten Tag, die Fahrkarten bitte. Ich habe die Tickets schon in der Hand. Hier bitte sehr. Er scannt den QR-Code auf den Papiertickets mit seinem Gerät ab.
Er nickt und wünscht uns eine angenehme Reise. Das werden wir haben. Ich lehne mich jetzt zurück und schließe für 5 Minuten die Augen. Mach das. Ruh dich aus, Max. Der Urlaub hat jetzt offiziell begonnen. Wir sind endlich am Hauptbahnhof angekommen. Das Gebäude ist wirklich riesig. So viele Menschen überall. Ja, besonders heute am Freitagmittag ist hier extrem viel los. Wo müssen wir jetzt hingehen? Unser Zug fährt in 40 Minuten. Zuerst brauchen wir unbedingt unsere Fahrkarten. Hast du die Tickets nicht schon gestern im Internet gekauft? Nein, die App auf meinem Handy hat leider nicht funktioniert. Oh, das ist ärgerlich. Dann müssen wir jetzt einen Automaten suchen. Da drüben am Eingang stehen 3 große rote Ticketautomaten. Lass uns schnell dorthin gehen. Die Schlange ist nicht so lang. Gut, ich habe meinen Rucksack auf dem Rücken, der ist ziemlich schwer. Mein Koffer rollt zum Glück sehr leicht über diesen glatten Boden. Es riecht hier überall nach frischen Brezeln und Kaffee. Ich habe auch ein bisschen Hunger. Kaufen wir später noch etwas? Ja, wenn wir die Tickets haben, holen wir uns einen Snack für die Fahrt. Das ist ein guter Plan. Der Weg bis nach München ist ja ziemlich lang. 4 Stunden mit dem ICE, wenn alles nach Plan läuft. Hoffentlich haben wir heute Glück mit der Deutschen Bahn. Wir werden sehen. Der Mann vor uns am Automaten ist gleich fertig. Bereite schon mal deine Kreditkarte vor, Max. Ich habe mein Portemonnaie schon in der Hand. Super, jetzt sind wir an der Reihe. Okay, ich tippe auf den großen Bildschirm. Hoffentlich ist das Menü nicht zu kompliziert. 3. Stock? Ich bin völlig außer Atem. Hier ist die Tür mit der Nummer 12. Das ist unsere. Ich schließe auf. Willkommen in unserem neuen Zuhause. Wow, die Wohnung ist wirklich komplett leer. Es hallt sogar richtig laut, wenn wir sprechen. Ja, ohne Möbel klingt jede Stimme extrem laut im Raum. Es ist auch ziemlich kalt hier drin, findest du nicht? Die Heizung war wahrscheinlich die letzten Tage komplett ausgeschaltet. Ich drehe die Heizung unter dem Fenster gleich mal auf Stufe 3. Gute Idee. Wir haben noch nicht einmal einen Stuhl zum Sitzen. Wir können uns erst einmal einfach auf unsere Koffer setzen. Das mache ich. Puh, das Sitzen tut nach der langen Reise gut. Wir müssen diese Woche unbedingt noch Möbel einkaufen. Und wir brauchen ein Bett. Wo schlafen wir heute Nacht? Wir haben doch die dicke Luftmatratze in der blauen Tasche mitgebracht. Stimmt, aber wir haben keine Kissen und keine warme Decke. Ich habe 2 Schlafsäcke eingepackt. Das reicht für die erste Nacht. Das ist wie Camping in der eigenen Wohnung. Ein echtes Abenteuer. Ein Neuanfang im Ausland ist immer ein großes Abenteuer. Und auch ein bisschen beängstigend, wenn ich ehrlich bin. Mach dir keine Sorgen. Wir machen alles Schritt für Schritt. Du hast recht. Zusammen schaffen wir das alles viel besser. Schau mal aus dem Fenster. Wir haben einen tollen Blick auf die Straße. Die Aussicht ist wirklich schön. Das ist unser neues Viertel. Ich möchte kurz meinen Eltern schreiben, dass wir gut angekommen sind. Mache das. Ich muss auch noch meine E-Mails auf dem Handy checken. Komisch, ich habe hier drinnen überhaupt keinen Netzempfang. Mein Handy zeigt auch nur einen kleinen Balken an. Das ist sehr langsam.
Wir brauchen unbedingt sofort einen richtigen Internetanschluss für die Wohnung. Hast du nicht schon letzte Woche einen Vertrag online abgeschlossen? Doch, aber der Techniker kommt erst in 3 Wochen vorbei. In 3 Wochen? Wie sollen wir so lange ohne WLAN arbeiten? In Deutschland dauert das mit dem Internet oft sehr lange. Das ist wirklich ein großes Problem für Einwanderer. Alles ist so langsam. Ich muss morgen einen neuen Handytarif mit viel Datenvolumen kaufen. Das ist ein guter Plan. Kannst du kurz etwas für mich im Internet suchen? Ich versuche es. Die Seite lädt unglaublich langsam. Was brauchst du? Ich muss wissen, wo das nächste Bürgeramt für unsere Anmeldung ist. Okay, ich tippe Bürgeramt München ein. Das Rädchen dreht sich. Halte das Handy mal ans Fenster. Da ist die Verbindung vielleicht besser. Tatsächlich, die Seite ist jetzt geladen. Es gibt ein Amt ganz in der Nähe. Sehr gut. Können wir direkt online einen Termin für morgen buchen? Lass mich auf den Kalender auf der Webseite klicken. Und, gibt es noch freie Termine für diese oder nächste Woche? Das ist ein Witz. Der nächste freie Termin ist erst in 2 Monaten. 2 Monate? Aber wir müssen uns doch sofort in der Stadt anmelden. Das steht hier so auf der Webseite. Alles ist komplett ausgebucht. Das ist der pure Stress. Ohne diese Anmeldung können wir gar nichts machen. Weißt du, warum die Anmeldung beim Bürgeramt so extrem wichtig ist? Ja, weil wir das Papier für unsere neue Bank brauchen, richtig? Ganz genau. Wir brauchen unbedingt ein deutsches Girokonto. Der Vermieter möchte die Miete nur von einem deutschen Konto abbuchen. Richtig. Aber die Bank sagt, kein Konto ohne offizielle Meldebescheinigung. Und das Amt sagt, kein Termin für die Anmeldung vor 2 Monaten. Das ist ein klassischer Teufelskreis der deutschen Bürokratie. Wie machen andere Einwanderer das? Es muss doch eine Lösung geben. Vielleicht können wir eine moderne Online-Bank auf dem Handy nutzen? Das ist eine geniale Idee. Die brauchen oft kein Papier vom Bürgeramt. Ich lade mir die App von so einer Bank später im Café herunter. Ja, mit dem kostenlosen WLAN dort geht das bestimmt sehr schnell. Wir müssen unsere Identität dann über einen Videoanruf bestätigen. Hast du deinen Reisepass dafür schon bereitgelegt? Ja, der liegt ganz oben im Koffer. Das sollte also funktionieren. Gott sei Dank. Ein Problem weniger auf unserer langen Liste. Es ist wirklich anstrengend. Man braucht so viele Dokumente hier. Ja, man fühlt sich am Anfang wie ein kleiner Bittsteller. Das stimmt. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Wir schaffen das. Ich muss morgen auch noch unbedingt meine Steuernummer beantragen. Die Steuernummer bekommst du aber auch erst nach der Anmeldung. Wirklich? Alles hängt an diesem einen Termin beim Amt. Wir gehen morgen früh einfach ohne Termin dorthin und warten geduldig. Gute Idee. Wir stellen uns einfach ganz früh morgens in die Schlange. Der Vermieter hat mir vorhin auch diesen dicken Briefumschlag gegeben. Ein Brief? Für uns? Wir wohnen doch erst seit einer Stunde hier. Er war schon im Briefkasten. Da steht ARD, ZDF, Deutschlandradio drauf. Das klingt sehr offiziell. Mach ihn bitte schnell auf. Ich reiße den Umschlag auf. Da ist ein 2-seitiges Formular drin. Was steht da in dem Text? Ich verstehe diese schwere Deutsch nicht gut. Lass mich lesen. Es geht um den sogenannten Rundfunkbeitrag. Was genau ist ein Rundfunkbeitrag?
Eine Steuer für das Radio? Ja, so ähnlich. Jeder Haushalt in Deutschland muss das bezahlen. Auch wenn wir gar keinen Fernseher und kein Radio in der Wohnung haben? Ja, das ist leider das Gesetz. Man bezahlt pro Wohnung, nicht pro Gerät. Das ist aber seltsam. Wie viel kostet dieser Beitrag denn im Monat? Hier steht, es sind 18,36 € pro Monat. Das ist nicht gerade billig für etwas, das wir gar nicht nutzen. Ich weiß, aber wenn wir das nicht bezahlen, gibt es eine große Strafe. Dann müssen wir dieses Formular wohl schnell ausfüllen. Ja, wir müssen unsere Namen und die Kontonummer eintragen. Aber wir haben doch noch gar kein deutsches Bankkonto. Da ist er wieder, unser absoluter Lieblingsteufelskreis. Leg den Brief einfach auf das Fensterbrett. Wir machen das später. Einverstanden. Dieses Amtsdeutsch macht mir sowieso Kopfschmerzen. Die Sätze sind so extrem lang und voller fremder Wörter. Ich muss noch sehr viele Vokabeln lernen, um diese Briefe zu verstehen. Wir können später einfach die Übersetzungs-App auf dem Handy benutzen. Hast du eigentlich schon Post von deiner neuen Krankenkasse bekommen? Nein, noch nicht. Mein neuer Arbeitgeber hat mich dort angemeldet. Das ist gut. In Deutschland muss absolut jeder Mensch krankenversichert sein. Ich weiß, aber das System hier mit den vielen Kassen ist sehr kompliziert. Ja, es gibt gesetzliche und private Versicherungen. Das ist verwirrend. Ich bin zum Glück ganz normal in der gesetzlichen Kasse. Das ist am einfachsten. Sie schicken dir bald eine kleine Plastikkarte. Die Gesundheitskarte mit meinem kleinen Foto darauf, richtig? Genau. Die musst du immer zeigen, wenn du hier zu einem Arzt gehst. Ich muss mir auch noch einen Hausarzt in unserem neuen Viertel suchen. Das ist gar nicht so leicht. Viele Ärzte nehmen keine neuen Patienten mehr an. Ach, wirklich? Gibt es hier nicht genug Ärzte in der großen Stadt? Doch, aber die Wartezimmer sind sehr oft extrem voll. Das klingt nicht sehr ermutigend für uns neue Einwanderer. Wir rufen einfach bei ein paar Ärzten an und fragen sehr höflich nach. Auf Deutsch am Telefon zu sprechen, finde ich noch sehr schwer. Ich schreibe dir die wichtigsten Sätze vorher auf einen Zettel. Das hilft mir bestimmt sehr. Du bist wirklich gut im Organisieren. Man muss strukturiert sein, wenn man in ein komplett fremdes Land zieht. Das Gesundheitssystem ist hier wenigstens sehr gut, wenn man drinnen ist. Ja, die medizinische Versorgung in Deutschland hat einen tollen Ruf. Hoffentlich werden wir aber in nächster Zeit gar nicht erst krank. Ich klopfe auf Holz. Wir müssen gesund bleiben für den ganzen Umzugsstress. Ich habe schon ein Pflaster gebraucht, weil ich mich am Koffer gekratzt habe. Du siehst plötzlich so traurig aus. Was denkst du gerade? Ich denke an meine Familie zu Hause. Ich vermisse sie heute sehr. Das ist ganz normal. Der erste Tag in einer leeren Wohnung ist immer schwer. Alles ist so neu und fremd hier. Die Sprache, die Regeln, die Menschen. Wir fangen ein komplett neues Leben an. Das kostet sehr viel Kraft. Ich vermisse sogar den kleinen, vertrauten Supermarkt bei uns an der Ecke. Und ich vermisse unsere Freunde und die lauten, gemütlichen Abende zusammen. Es wird bestimmt viele Monate dauern, bis wir hier neue Freunde finden. Die Deutschen sind oft etwas zurückhaltend am Anfang. Ja, man muss viel Geduld haben, um sie richtig kennenzulernen. Wir können uns bald in einem Sportverein anmelden, um Leute zu treffen.
Das ist eine gute Idee. Beim Sport spricht man automatisch miteinander. Und wir haben ja zum Glück auch uns beide. Wir sind nicht allein. Das ist das Wichtigste. Ohne dich wäre ich heute total verzweifelt. Wir rufen heute Abend über das Internet unsere Eltern an. Ja, das wird mir sehr helfen. Ich möchte ihre Stimmen hören. Heimweh ist wie eine kleine Welle im Meer. Sie kommt und geht wieder. Wenn die Wohnung erst einmal schön eingerichtet ist, wird es besser. Ganz bestimmt. Dann hängen wir Bilder auf und machen es uns gemütlich. Wir müssen uns einfach ein bisschen Zeit geben, um richtig anzukommen. Ein Umzug ins Ausland ist ein langer Marathon, kein kurzer Sprint. Das ist ein guter Vergleich. Ich wische mir mal kurz die Tränen weg. Komm her, ich nehme dich ganz fest in den Arm. Danke, das tut sehr gut. Jetzt fühle ich mich schon wieder etwas stärker. Bevor es ganz dunkel wird, sollten wir einen klaren Plan für morgen machen. Ja, eine To-Do-Liste ist jetzt genau das, was wir dringend brauchen. Hast du einen Stift und einen Notizblock in deiner kleinen Tasche? Ich suche kurz. Ja, hier ist mein blauer Block und ein Kugelschreiber. Super. Was ist der absolute Punkt Nummer 1 auf der Liste? Wir müssen morgen früh um 7 Uhr zum Bürgeramt gehen und warten. Genau. Anmeldung beim Bürgeramt schreibe ich ganz oben groß hin. Punkt Nummer 2. Wir brauchen die Steuernummer für die Arbeit. Das passiert meistens automatisch nach der Anmeldung, aber ich notiere es. Was ist mit dem deutschen Bankkonto? Das ist auch extrem wichtig. Konto bei der Online-Bank eröffnen ist Punkt Nummer 3. Vergiss das Internet für die Wohnung und die Handytarife nicht. Stimmt. 2 Prepaid-Karten mit viel Internet kaufen schreibe ich auf. Haben wir das Formular für den Rundfunkbeitrag schon auf der Liste? Das können wir erst machen, wenn wir das Bankkonto haben. Okay, dann schreib das Formular einfach auf Punkt Nummer 5. Haben wir noch etwas Wichtiges für die allerersten Tage vergessen? Wir brauchen Möbel, zumindest ein richtiges Bett und einen Tisch zum Essen. Besuch im Möbelhaus kommt auf Punkt Nummer 6. Die Liste ist jetzt schon sehr lang und voll mit anstrengender Arbeit. Aber wenn wir diese 6 Punkte abhaken, haben wir das Schlimmste geschafft. Dann haben wir das offizielle System besiegt und können richtig leben. So sehe ich das auch. Die Bürokratie ist nur eine kleine Hürde am Start. Der Zettel liegt jetzt hier. Morgen fangen wir hochmotiviert damit an. Ich habe gerade noch eine kleine Broschüre vom Vermieter auf den Boden gefunden. Was steht in dem Heftchen? Sind das die Regeln für das Haus? Ja, die Hausordnung und eine riesige Erklärung zur Mülltrennung. Trennung? Das nimmt man in Deutschland wirklich sehr ernst, oder? Extrem ernst. Wenn wir das falsch machen, gibt es direkt Ärger mit den Nachbarn. Zeig mal her. Es gibt eine blaue, eine gelbe, eine braune und eine schwarze Tonne. Die blaue Tonne ist nur für sauberes Papier und Pappe. Okay, das ist einfach. Zeitungen und Briefumschläge kommen in die blaue Tonne. Richtig. Die gelbe Tonne ist für Verpackungen aus Plastik und Metall. Also kommen die leeren Joghurtbecher und Konservendosen in den gelben Müll. Genau. Und die braune Tonne ist speziell für den Biomüll. Biomüll? Das sind Essensreste, alte Bananenschalen und Pflanzen, nehme ich an. Korrekt. Und alles andere, was übrig bleibt, kommt in die schwarze Tonne. Das ist der Restmüll. Puh, das ist eine halbe Wissenschaft für sich.
Und wir müssen Glasflaschen zum Supermarkt bringen oder in spezielle Container werfen. Darf man das Glas einfach immer in die Container auf der Straße werfen? Nein, hier steht, bitte kein Glas am Sonntag und nicht nach 20 Uhr einwerfen. Weil das laute Klirren die Nachbarn beim Ausruhen stört. Ganz genau. Ruhezeiten sind hier im Haus auch sehr wichtig. Sonntags darf man auch nicht bohren oder sehr laute Musik hören. Ich merke schon, wir müssen uns sehr anpassen und die strengen Regeln lernen. Wir kaufen uns am besten 4 kleine Mülleimer für unsere Küche. Das ist sehr praktisch. So können wir direkt in der Küche richtig trennen. Das schreibe ich direkt noch als Punkt 7 auf unsere To-Do-Liste. Die Sonne geht langsam unter. Es wird ganz schön dunkel im Zimmer. Ich habe die kleine Lampe aus dem Koffer angeschlossen. Ich schalte sie ein. Ah, das warme Licht macht die leere Wohnung sofort etwas gemütlicher. Mein Magen knurrt unglaublich laut. Hast du das gehört? Ja, das war nicht zu überhören. Wir haben heute fast gar nichts gegessen. Unser Kühlschrank ist natürlich komplett leer und noch ausgeschaltet. Der Supermarkt um die Ecke hat jetzt bestimmt schon geschlossen. Lass uns einfach etwas zu essen bestellen und direkt hierher liefern lassen. Das ist die beste Idee des Tages. Wir haben uns eine Pizza verdient. Wir müssen uns belohnen, weil wir den ersten Tag überstanden haben. Ich öffne die Liefer-App auf meinem Handy. Zum Glück reicht das langsame Internet dafür. Gibt es eine gute Pizzeria in der Nähe von unserer neuen Adresse? Ja, hier ist ein Restaurant mit sehr guten Bewertungen im Netz. Was möchtest du essen? Ich nehme heute eine große Pizza Margherita. Ich nehme eine Pizza Salami und einen großen gemischten Salat dazu. Und vergiss nicht, 2 große Flaschen Wasser dazu zu bestellen. Stimmt, wir haben ja nichts zu trinken hier. Es ist im Warenkorb. Hast du unsere neue Adresse und die Wohnungsnummer richtig eingegeben? Ja, und ich habe extra geschrieben, bitte anrufen. Name steht nicht am Klingelschild. Sehr schlau, sonst findet uns der Fahrer in diesem großen Haus niemals. Die Bestellung ist raus. In 40 Minuten ist das warme Essen da. Ich freue mich riesig darauf. Pizza essen auf der Luftmatratze. Unser erstes richtiges Abendessen in unserem neuen deutschen Leben. Ein Hoch auf uns, Max. Wir meistern das alles wunderbar zusammen. Wir sind da. Das ist der Salon. Er sieht gut aus. Sehr modern. Ich habe einen Termin um 10 Uhr. Wir haben noch 2 Minuten. Gehen wir rein. Ich öffne die Tür. Bitte sehr. Danke. Es riecht hier nach Shampoo. Hallo, ich habe einen Termin. Der Friseur sagt Hallo. Er lächelt. Er sucht meinen Namen im Computer. Er sagt, du bist pünktlich. Sollen wir die Jacken hier aufhängen? Ja, hier ist die Garderobe. Ich nehme deine Jacke. Danke, Anna. Wo können wir warten? Dort ist ein Sofa. Wir können uns setzen. Das Sofa ist sehr bequem. Möchtest du etwas trinken? Ein Wasser ist gut. Ich habe Durst. Ich hole dir ein Glas Wasser. Hier, bitte. Danke sehr.
Der Salon ist wirklich schön hell. Ja, die Musik ist auch sehr leise und gut. Es sind viele Leute hier. Der Salon ist sehr beliebt. Er macht gute Frisuren. Ich bin ein bisschen nervös. Das ist normal. Keine Sorge. Hast du das Magazin hier gesehen? Ja, da sind viele Frisuren für Männer. Ich brauche eine Idee. Was denkst du? Zeig mal. Dieses Bild hier ist toll. Die Haare sind an der Seite sehr kurz. Das ist jetzt sehr modern. Es heißt Fade Cut. Und oben auf dem Kopf? Oben sind die Haare etwas länger. Passt das zu meinem Gesicht? Ja, absolut. Du hast ein gutes Gesicht dafür. Dann mache ich das. Ich brauche eine Veränderung. Deine Haare sind jetzt auch wirklich zu lang. Das stimmt. Sie hängen oft in meine Augen. Das ist sehr unpraktisch beim Arbeiten. Ich trinke noch mein Wasser aus. Schau mal, der Mann da drüben ist fertig. Seine neue Frisur sieht wirklich sehr gut aus. Der Friseur arbeitet sehr professionell. Er reinigt jetzt den Platz. Er nimmt einen neuen Umhang aus dem Schrank. Er schaut zu uns rüber. Er winkt mit der Hand. Du bist an der Reihe. Okay, ich stehe auf. Kommst du mit? Ja, ich setze mich auf den Stuhl daneben. Ich setze mich in den großen Sessel. Er ist bequem, oder? Ja, und ich kann mich im Spiegel sehen. Der Friseur legt dir den schwarzen Umhang um. Er macht ihn hinten am Hals zu. Er fragt, was soll ich heute machen? Ich zeige ihm das Foto im Magazin. Er schaut sich das Bild ganz genau an. Ich sage ihm, an der Seite sehr kurz bitte. Er fragt, wie lang bleiben die Haare oben? Ich antworte, oben nur ein bisschen schneiden. Er nickt. Er hat das gut verstanden. Er berührt meine Haare. Er prüft sie. Er sagt, du hast sehr dicke Haare. Das ist gut für diese Frisur, sagt er. Wir müssen die Haare zuerst waschen. Okay, wo ist das Waschbecken? Das Becken ist dort hinten, im kleinen Raum. Dann stehe ich wieder auf. Der Friseur geht schon vor. Wir folgen ihm. Der Boden ist hier sehr sauber. Ja, hier hinten ist das Licht auch sehr angenehm. Ich setze mich auf den Waschstuhl. Leg deinen Kopf vorsichtig nach hinten. Mein Kopf liegt jetzt im Waschbecken. Ist der Stuhl bequem für deinen Rücken? Ja, er ist sehr weich. Der Friseur macht das Wasser an. Er fragt, ist die Temperatur gut? Ist das Wasser warm genug für dich? Ja, es ist perfekt, sehr angenehm. Er macht deine Haare jetzt komplett nass.
Das warme Wasser tut wirklich gut. Er nimmt jetzt eine Flasche mit Shampoo. Es riecht sehr gut. Nach Minze, glaube ich. Ja, der Duft ist sehr frisch und stark. Er massiert das Shampoo in meine Haare. Seine Hände bewegen sich sehr langsam. Diese Kopfmassage ist fantastisch. Ich bin total entspannt. Du schließt sogar deine Augen. Ja, ich genieße das sehr. Der Stress ist weg. Er spült das Shampoo jetzt wieder aus. Das Wasser läuft über meinen Kopf. Der ganze Schaum ist jetzt weg. Er ist fertig. Er nimmt ein weißes Handtuch. Er trocknet deine Haare ein bisschen ab. Ich hebe meinen Kopf wieder an. Wir können jetzt zurück zum Spiegel gehen. Ich sitze wieder vor dem Spiegel. Deine Haare sind jetzt sehr nass. Er kämmt meine Haare nach hinten. Er nimmt jetzt seine Schere in die Hand. Er fängt oben auf dem Kopf an. Er fragt, soll ich so viel abschneiden? Ich zeige mit dem Finger. Ja, so ist es gut. Er schneidet die erste Haarsträhne ab. Schnipp, schnapp. Die Haare fallen auf den Umhang. Er arbeitet wirklich sehr schnell. Er hat viel Erfahrung, das sehe ich. Oben sind die Haare jetzt schon viel kürzer. Es fühlt sich am Kopf gleich viel leichter an. Er kämmt immer wieder nach. Alles ist sehr genau. Er schaut oft in den großen Spiegel. Er vergleicht die rechte und die linke Seite. Jetzt nimmt er die Schere weg. Er ist mit der oberen Partie fertig, oder? Ich glaube ja, es sieht schon gut aus. Jetzt kommen bestimmt die Seiten an die Reihe. Er holt eine elektrische Haarschneidemaschine. Die Maschine sieht sehr modern aus. Er schaltet sie ein. Sie surrt sehr leise. Bist du bereit? Er setzt die Maschine an der Seite an. Er fängt ganz unten am Ohr an. Es kitzelt ein bisschen an der Haut. Die Haare fallen wie Schnee auf den Boden. Er rasiert die Haare dort sehr kurz. Er fragt, ist das zu kurz? Nein, ich sage ihm, das ist perfekt so. Er arbeitet sich langsam nach oben. Der Übergang von kurz zu lang wird sehr schön. Ja, das sieht super aus. Er dreht meinen Kopf ein bisschen nach links. Jetzt macht er die andere Seite am rechten Ohr. Er ist wirklich sehr konzentriert. Er wechselt den kleinen Aufsatz auf der Maschine. Damit macht er die Haare hinten im Nacken weg. Er rasiert den Nacken ganz sauber aus. Das fühlt sich richtig frisch und gut an. Er schaltet die kleine Maschine jetzt wieder aus. Die Seiten sind fertig. Das ging sehr schnell.
Er nimmt jetzt noch einmal die Schere. Er schneidet den Übergang noch etwas nach. Er ist ein echter Perfektionist. Das ist toll. Er fragt, bleibt die Länge an den Seiten so? Sag ihm ja, es ist exakt wie auf dem Foto. Ich sage ihm, die Seiten sind absolut super. Er lächelt. Er ist zufrieden mit seiner Arbeit. Er holt jetzt ein langes Rasiermesser. Oh, das Messer sieht sehr scharf aus. Er macht die Kanten an meinem Ohr damit sauber. Er ist dabei sehr vorsichtig. Das Rasiermesser kratzt leicht über die Haut. Er macht die Konturen damit perfekt gerade. Jetzt nimmt er einen dicken, weichen Pinsel. Er bürstet dir die kleinen Haare vom Gesicht. Das kitzelt an der Nase. Ich muss fast niesen. Er putzt auch deinen Hals mit dem Pinsel. Die vielen kleinen Haare haben sehr gejuckt. Er fragt, soll ich die Augenbrauen schneiden? Das ist eine gute Frage. Was sagst du, Anna? Ja, ein bisschen, nur minimal. Okay, ich sage ihm, bitte nur ein kleines bisschen. Er nimmt einen kleinen Kamm und die Schere. Er schneidet ein paar Härchen an den Augenbrauen weg. Das macht das Gesicht gleich viel gepflegter. Er legt die Schere jetzt auf den Tisch. Das Schneiden ist offiziell beendet. Gott sei Dank. Ich bin gespannt auf das Föhnen. Er holt den schwarzen Föhn aus der Schublade. Er schaltet den Föhn ein. Es ist jetzt sehr laut. Er pustet die Haare zuerst einfach nur trocken. Die warme Luft ist angenehm am Kopf. Er nimmt jetzt eine kleine Bürste dazu. Er kämmt die Haare nach oben und nach hinten. Er bringt sie in die richtige Form. Die Frisur bekommt jetzt sehr viel Volumen. Er macht den Föhn wieder aus. Die Haare sind trocken. Er öffnet eine kleine schwarze Dose auf dem Tisch. Ist das Haargel oder Haarwachs? Er sagt, es ist eine matte Pomade für Männer. Es riecht sehr gut nach Holz und Zitrone. Er verreibt ein bisschen Paste in seinen Händen. Er knetet die Pomade in deine Haare ein. Er stylt die Haare vorne nach oben. Er zupft einzelne Strähnen mit den Fingern. Die Frisur sieht jetzt richtig modern aus. Er fragt, möchtest du noch Haarspray? Nein, ich möchte Natürlichkeit, kein Spray. Ich sage ihm auch, kein Spray bitte, das Wachs reicht. Er wischt sich die Hände an einem Handtuch ab. Er nimmt einen großen Handspiegel. Er hält den Spiegel hinter meinen Kopf. Er fragt, gefällt es Ihnen so? Ich schaue in den kleinen Spiegel. Und? Wie sieht es von hinten aus? Der Übergang im Nacken ist wirklich perfekt. Ja, es ist sehr sauber und gerade geschnitten. Ich schaue jetzt wieder in den großen Spiegel vor mir. Was ist dein erstes Gefühl? Ich bin sprachlos. Ich sehe komplett anders aus.
Du siehst fantastisch aus, Max. Wirklich sehr gut. Du siehst fantastisch aus, Max. Wirklich sehr gut. Findest du? Es ist sehr kurz an der Seite. Es macht dein Gesicht viel markanter. Ich mag das. Ich sage dem Friseur, ich bin sehr zufrieden. Er freut sich sehr über dein Lob. Er lächelt. Er nimmt mir den engen Umhang vom Hals. Er schüttelt die restlichen Haare vom Umhang. Ich stehe langsam aus dem Sessel auf. Ich bürste dir noch ein paar Haare von der Schulter. Danke, ich fahre mit der Hand durch meine neuen Haare. Es fühlt sich gut an, oder? Ja, sehr weich und so schön kurz. Wir können jetzt zur Kasse gehen. Er geht schon vor zur Kasse. Wir folgen ihm. Ich hole in der Zeit unsere Jacken von der Garderobe. Danke, ich hole mein Portemonnaie aus der Tasche. Wir treffen uns gleich vorne am Tresen. Ich stehe vor dem kleinen Tresen. Ich habe unsere Jacken geholt. Hier ist deine. Danke sehr. Der Friseur tippt auf seiner Kasse. Er fragt, wie möchtest du bezahlen? Ich bezahle mit der Karte. Was macht das bitte? Er sagt, ein Herrenschnitt kostet 35 €. Das ist ein guter Preis für diese tolle Arbeit. Gibst du ihm auch ein kleines Trinkgeld? Natürlich. Ich sage ihm, machen Sie bitte 40 € glatt. Das ist großzügig, 5 € Trinkgeld. Er bedankt sich. Ich halte meine Karte an das schwarze Gerät. Es piept leise. Die Zahlung ist fertig. Er fragt, brauchst du den Kassenbon? Sag ihm nein, wir brauchen kein Papier. Nein, danke. Ich brauche den Bon nicht. Er wünscht uns noch einen schönen Nachmittag. Wir wünschen ihm auch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ich öffne die Tür für dich. Wir gehen raus. Die Luft draußen ist sehr frisch. Ja, und der Wind spielt ein bisschen mit deinen Haaren. Das ist ein ganz neues Gefühl ohne lange Haare. Ich muss dich immer wieder ansehen. Es sieht toll aus. Danke für deine Hilfe bei der Frisur, Anna. Sehr gerne. Sollen wir diesen neuen Look jetzt feiern? Guten Morgen, Anna. Morgen, Max. Hast du gut geschlafen? Ja, danke. Und du? Auch gut. Ich mache jetzt Kaffee. Oh ja, bitte. Ich brauche einen Kaffee. Hier ist deine Tasse. Vorsicht, heiß. Danke, der Kaffee riecht toll. Was essen wir heute? Ich möchte Brot mit Käse. Ich esse lieber ein Ei. Möchtest du auch einen Saft? Ja, bitte. Orangensaft ist gesund. Hier ist der Saft. Bitte sehr. Danke. Wo ist das Messer? Das Messer liegt dort, neben dem Teller. Ich schneide das Brot. Es ist frisch. Möchtest du auch Butter? Nein, danke. Käse reicht mir. Das Frühstück ist sehr lecker. Ja, ich bin jetzt wach. Wie viel Uhr ist es?
Es ist schon 7 Uhr. Wir müssen bald los. Ja, ich esse schnell fertig. Ich bin fertig. Das war gut. Super. Ich räume den Tisch ab. Ich helfe dir kurz. Danke. Wo ist meine Tasche? Deine Tasche ist im Flur. Ah, richtig. Und mein Schlüssel? Der Schlüssel liegt auf dem Tisch. Oh, danke. Ich bin vergesslich. Das macht nichts. Hast du dein Handy? Ja, es ist in der Tasche. Regnet es heute? Nein, die Sonne scheint. Gut, dann brauche ich keinen Schirm. Nimmst du deine Jacke mit? Ja, die blaue Jacke ist gut. Sie steht dir sehr gut. Danke. Bist du auch fertig? Ja, ich habe alles. Dann gehen wir jetzt. Ich schließe die Tür ab. Hast du den Müll mitgenommen? Nein, das mache ich morgen. Okay, gehen wir zur Haltestelle. Ja, wir müssen schnell laufen. Die Luft ist schön frisch. Ja, das ist gut am Morgen. Wir laufen durch den Park. Der Weg ist kurz, nur 5 Minuten. Da vorne ist die Bushaltestelle. Siehst du den Bus? Nein, er ist noch nicht da. Gut, wir haben noch Zeit. Wann kommt der Bus genau? Er kommt um 7:20 Uhr. Das ist in 2 Minuten. Da kommen viele Leute. Alle gehen jetzt zur Arbeit. Ja, am Morgen ist es voll. Hast du deine Fahrkarte? Ja, sie ist in meinem Handy. Ich habe meine Karte in der Hand. Ich sehe den Bus jetzt. Er ist gelb und sehr groß. Er hält direkt vor uns. Die Tür geht auf. Wir steigen jetzt ein. Vorsicht beim Einsteigen. Danke, ich habe einen Platz gefunden. Der Bus ist sehr voll. Ja, viele Menschen stehen. Wir haben Glück. Wir sitzen. Die Fahrt dauert 15 Minuten. Ich schaue aus dem Fenster. Die Stadt ist schon sehr laut. Überall sind Autos und Fahrräder. Berlin ist eine große Stadt. Was machst du heute im Büro? Ich habe viele E-Mails. Ich habe heute ein Meeting. Um wie viel Uhr? Das Meeting ist um 10 Uhr. Das ist okay. Du hast Zeit. Der Bus fährt jetzt schneller. Nächste Haltestelle Stadtmitte. Dort müssen wir aussteigen. Ja, wir stehen jetzt auf. Ich halte mich fest. Der Bus bremst. Vorsicht. Die Tür geht auf. Wir gehen jetzt raus. Bis später, Anna.
Viel Spaß bei der Arbeit. Ich bin jetzt im Büro. Hallo Max, wie geht es dir? Gut, danke. Ich fange an. Der Computer ist noch aus. Ich schalte ihn jetzt ein. Hast du dein Passwort? Ja, ich tippe es jetzt ein. Da sind 10 neue E-Mails. Oh je, das ist viel Arbeit. Ich helfe dir später. Danke, das ist sehr nett. Möchtest du noch einen Kaffee? Nein, danke, ich habe Wasser. Ich schreibe jetzt einen Bericht. Das Meeting fängt gleich an. Wo ist der Meetingraum? Er ist im 2. Stock. Ich nehme meinen Laptop mit. Viel Erfolg beim Meeting. Danke, wir sehen uns später. Um 12 Uhr machen wir Pause. Ja, ich habe schon Hunger. Bis gleich. Bis gleich. Das Meeting ist fertig. Und, war's gut? Ja, es war sehr interessant. Wie spät ist es jetzt? Es ist genau 12 Uhr. Zeit für das Mittagessen. Ich habe einen großen Hunger. Ich auch. Was essen wir? Gehen wir in die Kantine? Nein, das Essen dort ist nicht so gut. Gehen wir zum Italiener an der Ecke? Ja, Pizza oder Pasta ist super. Ich nehme heute eine Pizza. Und ich nehme Nudeln mit Tomaten. Das Wetter ist sehr schön. Wir können draußen sitzen. Holst du deine Jacke? Nein, es ist warm genug. Dann gehen wir jetzt los. Der Italiener ist sehr nah. Da vorne ist das Restaurant. Es sind schon viele Leute da. Wir suchen einen freien Tisch. Dort hinten ist ein Platz frei. Der Tisch ist perfekt. Hier ist die Speisekarte. Ich nehme die Pizza Salami. Und ich nehme die Spaghetti. Was möchtest du trinken? Ein Wasser mit Kohlensäure bitte. Ich nehme eine Cola. Der Kellner kommt jetzt. Wir bestellen das Essen. Er schreibt alles auf. Er ist sehr freundlich. Unser Trinken ist schon da. Das Wasser ist sehr kalt. Das ist gut, ich habe Durst. Schau, da kommt das Essen. Die Pizza sieht fantastisch aus. Die Spaghetti riechen auch toll. Guten Appetit, Max. Danke, Anna. Dir auch. Das Essen schmeckt sehr lecker. Ja, der Teig ist sehr knusprig. Ich bin jetzt fast satt. Wir bezahlen jetzt. Ich habe kein Bargeld. Zahlst du? Ja, ich zahle mit Karte. Endlich ist es 17 Uhr. Ja, Feierabend.
Ich schalte den Computer aus. Hast du alles eingepackt? Ja, mein Handy und mein Schlüssel. Wir treffen uns vor dem Büro. Gehen wir jetzt in die Bar? Ja, ein Aperitif ist jetzt gut. Wir haben heute viel gearbeitet. Das stimmt, ich bin ein bisschen müde. In der Bar können wir entspannen. Welche Bar nehmen wir? Die Bar Sonne ist sehr schön. Sie hat eine große Terrasse. Ja, wir können draußen sitzen. Die Bar ist nicht weit weg. Wir laufen 10 Minuten. Das ist ein guter Spaziergang. Ich mag den Feierabend. Ich auch. Keine Arbeit mehr. Da ist die Bar schon. Sie sieht gemütlich aus. Suchen wir uns einen Platz. Ja, dort am Fenster ist frei. Was möchtest du trinken? Ich nehme einen Aperol Spritz. Eine gute Idee. Ich nehme ein Bier. Möchtest du auch Nüsse? Ja, bitte. Ich habe Hunger. Hier sind die Getränke. Prost. Prost, Anna. Auf den Feierabend. Der Drink ist sehr kalt. Das ist gut im Sommer. Wie war dein Tag heute? Viel Arbeit, aber es war okay. Mein Tag war auch sehr lang. Jetzt können wir uns entspannen. Die Musik hier ist sehr schön. Ja, sie ist nicht zu laut. Wir sitzen draußen. Die Luft ist warm. Ich mag diesen Moment sehr. Ist auch. Das ist Entspannung. Möchtest du noch ein Glas? Nein, ein Glas ist genug für mich. Dann gehen wir bald los. Ja, wir machen noch eine Runde. Wo laufen wir hin? Wir spazieren durch das Viertel. Wir laufen jetzt am Park. Die Lichter sind sehr hell. Es ist ein schöner Abend. Die Luft ist jetzt kühler. Das tut wirklich sehr gut. Siehst du den Mond dort? Ja, er ist heute sehr groß. Wir gehen noch 10 Minuten. Meine Füße sind etwas müde. Wir laufen ganz langsam. Die Stadt ist jetzt ruhig. Kaum Autos, nur wir zwei. Morgen ist ein neuer Tag. Ja, wieder die gleiche Routine. Magst du deine Routine? Ja, sie gibt mir Struktur. Ich mag das Frühstück am meisten. Und ich mag den Abend. Wir sind fast zu Hause. Da ist schon unsere Tür. Ich suche kurz den Schlüssel. Ich mache das Licht an. Gute Nacht, Anna. Gute Nacht, Max. Schlaf gut. Heute ist es sehr warm. Ja, es ist Sommer in Berlin. Gehen wir heute grillen? Das ist eine tolle Idee.
Wir sind jetzt im Supermarkt. Was brauchen wir alles? Wir brauchen Fleisch und Würstchen. Hier sind die Bratwürste. Nimm 2 Packungen, bitte. Okay. Und brauchen wir auch Salat? Ja, Kartoffelsalat ist typisch deutsch. Hier ist ein fertiger Salat. Gut. Nehmen wir auch Ketchup? Ja. Und scharfen Senf. Wo ist das Brot? Dort hinten ist das Baguette. Ich hole auch noch Getränke. Hol bitte kaltes Wasser. Und vielleicht 2 Limonaden? Ja, das ist erfrischend. Haben wir alles? Wir brauchen noch Grillkohle. Sie steht dort am Eingang. Gut. Gehen wir zur Kasse. Die Taschen sind schwer. Ja, die Kohle wiegt viel. Der Park ist nicht weit. Gehen wir zum Tempelhofer Feld? Ja, dort ist viel Platz. Die Sonne scheint sehr hell. Ich trage meine Sonnenbrille. Ich habe meine Sonnencreme vergessen. Kein Problem. Ich habe eine. Danke. Das ist gut. Siehst du das große Tor? Ja, das ist der Eingang. Hier sind sehr viele Leute. Alle Leute grillen heute. Suchen wir eine freie Wiese. Dort hinten ist es leer. Es gibt dort keinen Schatten. Das macht nichts. Ich mag Sonne. Okay. Stellen wir die Taschen ab. Puh, endlich können wir sitzen. Ich hole die Decke raus. Ich lege sie auf das Gras. Jetzt beginnt die Party. Ja, ich freue mich sehr. Wo ist der kleine Grill? Er ist in der blauen Tasche. Hier ist er. Er ist neu. Kannst du ihn aufbauen? Ja, das ist ganz einfach. Ich helfe dir mit den Beinen. Danke. Jetzt steht er fest. Wo ist die Grillkohle? Hier, ich öffne den Sack. Schüttest du die Kohle rein? Ja, Vorsicht, es staubt ein bisschen. Hast du auch Grillanzünder? Ja, die liegen hier. Und hast du ein Feuerzeug? Ja, in meiner Hosentasche. Sei bitte vorsichtig mit dem Feuer. Keine Sorge, ich passe auf. Jetzt brennt das Feuer. Es gibt viel Rauch. Ja, das riecht nach Grillparty. Die Kohle muss jetzt heiß werden. Wie lange dauert das? Vielleicht 15 oder 20 Minuten. Okay, dann warten wir kurz. Die Kohle wird langsam weiß.
Gut, das dauert nicht mehr lange. Was machen wir jetzt? Wir bereiten das Essen vor. Ich schneide das Baguette. Hier ist ein Messer. Danke, das Brot ist weich. Ich öffne den Kartoffelsalat. Hast du auch Plastikteller dabei? Nein, wir haben echte Teller. Das ist besser für die Natur. Ja, und wir haben auch Gabeln. Wo sind die Würstchen? Sie sind noch in der Kühltasche. Hol sie bitte raus. Hier sind sie. Sie sind kalt. Ich lege sie auf einen Teller. Das Fleisch ist auch hier. Möchtest du schon ein Wasser? Ja, bitte. Ich habe Durst. Hier ist ein Becher. Danke. Das Wasser ist herrlich kalt. Die Sonne ist jetzt sehr warm. Ja, ein perfekter Sommertag. Der Grill ist jetzt fertig. Legst du die Würstchen drauf? Ja, ich nehme die Grillzange. Es zischt sehr laut. Das ist ein gutes Zeichen. Wie viele Würstchen grillst du? Ich lege 6 Stück drauf. Das ist genug für uns beide. Ich muss sie oft drehen. Ja, sonst werden sie schwarz. Sie riechen schon sehr gut. Ich bekomme jetzt richtig Hunger. Das Fleisch kommt später drauf. Okay. Die Würstchen sind schneller fertig. Schau, sie werden jetzt braun. Das sieht sehr lecker aus. Hast du den Senf geöffnet? Ja, er steht auf der Decke. Und wo ist der Ketchup? Er ist neben dem Senf. Die erste Wurst ist fertig. Gibst du sie mir bitte? Hier, Vorsicht, sie ist sehr heiß. Danke. Ich probiere sie sofort. Und? Wie schmeckt die Wurst? Sie ist fantastisch. Sehr würzig. Das freut mich. Ich esse jetzt auch. Nimm dir auch etwas Kartoffelsalat. Danke. Er schmeckt wie bei Oma. Ja, er ist wirklich gut. Möchtest du auch ein Stück Brot? Ja, mit ein bisschen Ketchup. Hier, ich reiche es dir. Wir sitzen hier sehr gemütlich. Ja, die Atmosphäre im Park ist toll. Viele Leute spielen hier Musik. Ich höre eine Gitarre. Das ist sehr entspannend. Hast du noch Hunger? Ein bisschen. Ich möchte noch Fleisch. Okay, ich lege es jetzt auf den Grill. Das Fleisch braucht etwas länger. Ja, vielleicht 10 Minuten. Ich trinke noch einen Schluck Wasser. Es ist ein schöner Nachmittag. Meine erste Grillparty ist super. Das Wetter ist auch perfekt. Ja, kein Regen in Sicht.
Das Fleisch ist fast fertig. Berlin im Sommer ist wunderbar. Ja, es gibt so viele Parks. Und es gibt viele Seen. Gehen wir morgen schwimmen? Das ist eine gute Idee. Der Wannsee ist sehr schön. Aber er ist oft sehr voll. Dann gehen wir zum Schlachtensee. Ja, dort ist es ruhiger. Ich mag das Leben hier. Ich auch. Es ist nie langweilig. Jetzt ist das Fleisch fertig. Oh toll, ich nehme ein Stück. Hier, es ist sehr zart. Danke, Max, du grillst sehr gut. Danke, es macht mir Spaß. Guck mal, dort fliegt ein Drachen. Ja, der Wind ist jetzt stärker. Das ist gut für die Hitze. Möchtest du noch eine Limonade? Ja, bitte, eine kalte Zitrone. Hier, bitte sehr, Anna. Danke, das ist sehr süß. Die Sonne geht jetzt unter. Der Himmel ist rot und orange. Das sieht wunderschön aus. Ich mache ein Foto mit dem Handy. Ja, das ist eine tolle Erinnerung. Das Licht ist jetzt sehr weich. Es wird ein bisschen kühler. Ja, ich ziehe meine Jacke an. Der Grill ist jetzt fast aus. Die Kohle ist nur noch grau. Wir haben alles aufgegessen. Ja, wir waren wirklich hungrig. Möchtest du noch ein Dessert? Ich habe noch ein paar Kekse. Oh ja, Kekse sind super. Hier, nimm einen Schokoladenkeks. Danke, er ist sehr süß. Der Abend im Park ist perfekt. Ja, ich genieße die Ruhe. Die Musik ist jetzt auch leiser. Die meisten Leute gehen nach Hause. Ja, es ist schon fast dunkel. Bleiben wir noch 5 Minuten. Ja, die Luft ist so schön. So, wir müssen jetzt aufräumen. Ja, wir lassen keinen Müll hier. Ich sammle die Teller und Gabeln. Ich packe die Reste in die Tasche. Wo ist die Mülltüte? Hier ist eine große Tüte. Gut, werfen wir alles rein. Was machen wir mit dem Grill? Er muss ganz kalt sein. Ich schütte ein bisschen Wasser drüber. Jetzt raucht es noch einmal kurz. Okay, er ist jetzt sicher. Ich packe den Grill wieder ein. Die Decke ist auch wieder sauber. Ich schüttle sie kurz aus. Dann falte ich sie zusammen. Haben wir nichts vergessen? Meine Sonnenbrille, wo ist sie? Sie liegt dort im Gras. Oh, danke. Das war knack. Jetzt haben wir wirklich alles. Der Platz ist jetzt wieder sauber. Gut, gehen wir zum Ausgang.
Ja, ich bin jetzt müde. Wir laufen zur U-Bahn. Meine Beine sind schwer. Wir sind viel gelaufen heute. Aber es war ein toller Tag. Ja, Grillen im Park ist super. Das machen wir bald wieder. Vielleicht am nächsten Wochenende? Ja, wenn das Wetter gut bleibt. Ich schaue später im Internet. Die U-Bahn kommt in 3 Minuten. Wir haben Glück, wir müssen nicht warten. In der Bahn können wir sitzen. Das ist gut für meine Füße. Ich freue mich auf mein Bett. Ich auch. Ich schlafe heute gut. Danke für den schönen Tag, Max. Gerne, Anna. Es war toll mit dir. Hier ist unsere Station. Wir steigen jetzt aus. Nur noch 5 Minuten zu Fuß. Da ist schon unser Haus. Ich suche meinen Schlüssel. Gute Nacht, Anna. Schlaf gut. Gute Nacht, Max. Bis morgen.